Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen einmal im Detail die brandneue VFC Sig Sauer MPX an. Ihr habt es vielleicht in den Shops schon ein kleines bisschen gesehen. Natürlich ist das Ding einfach nur lackgesoffen teuer. Dementsprechend schauen wir uns mal an, was bekommt man denn für 700 € von der Firma VFC. Wie gesagt, schauen wir uns mal im Detail an. Zunächst einmal aber vielen lieben Dank an die Firma airweapon.de, denn die stellen dieses Modell als Leihgabe für dieses Video zur Verfügung. Also hier vielen, vielen lieben Dank dafür. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Dann lasst uns zunächst wieder mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten beginnen. Lieferumfang seht ihr auf dem Tisch, ist nicht wirklich viel enthalten bei der Knifte. Wie gesagt, im Karton die Knifte ist drin, ein Kunststoffmagazin, 100 Schuss mit Cap, ein ganz normaler Speedloader ist mit drin und eine recht dürftige Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung ist auch noch drin enthalten und das war's dann auch schon. Vielleicht für den Preis ein kleines bisschen dürftig, wenn ihr mal überlegt, was man bei anderen Herstellern da teilweise mitbekommt für 400 € Kniff mit 2 Magazinen, Laufreinigungsstab meistens noch dabei, vielleicht auch noch ein paar M-Lock-Rails teilweise dabei, Flip-Ups dabei. Hier also doch etwas überschaubar, muss ich sagen. So, und dann technische Daten, ganz kurz, ein kleiner Einschub. Ihr werdet im Laufe des Videos vielleicht häufiger sehen, gerade bei den Nahaufnahmen, dass bei meiner Version der Verschlussfanghebel bzw. der Bolt Catch Lever vom Schützen aus auf der linken Seite schon ein kleines bisschen vermackt ist. Bedeutet, er hat genau an der Kante hat er so Druckstelle drin und da ist auch bereits die Eloxalschicht komplett einmal runter. Also der glänzt ein kleines bisschen. Und das war aber bereits out of the box der Fall. Bedeutet, entweder wurde die Waffe irgendwie von VFC so ausgeliefert oder sie würde irgendwie beim Transport hier irgendwie ein kleines bisschen beschädigt. Denn die Waffe wird im Karton im eingeklappten Zustand geliefert. Bedeutet, der Karton ist jetzt nicht, das Ding ist so brutal schwer zum Einklappen. Das Teil wird so im Karton geliefert, bedeutet im eingeklappten Zustand. Und eventuell, wenn die Post das Paket ein bisschen rumschmeißt, dann könnte es eventuell passieren, dass der Schaft da genau auf dem Bolt Catch Lever immer draufhaut oder halt auf den Verschlussfang und dadurch eben diese Macke eventuell entstehen könnte. Also wenn sie das Ding schon im eingeklappten Zustand ausliefern, dann hätte doch VFC gerne hier noch irgendwie eine Pappe zwischen reinklemmen können, damit der Schaft nicht gegen den Receiver presst oder sowas. Wie gesagt, hier bei meinem Modell nicht wundern, ein kleines bisschen oder so eine ganz, ganz kleine Macke einmal vorhanden und das eben bereits out of the box der Fall gewesen. So, von den technischen Daten braucht man nichts großartig durchsprechen. Ich blende euch da drüben das Datenblatt wieder ein. Natürlich, wer hätte es gedacht, für 700 € kein EFCS einmal drin. Und da war ich ein kleines bisschen geschockt, denn wer in der letzten Zeit ein bisschen VFC verfolgt hat, zum Beispiel die BCM, hat ja von VFC ein komplett neues oder ein eigenständiges EFCS-System verbaut. Und jetzt bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, das Ding kostet 700 €, Leute, dass auch hier dieses VFC-EFCS-System bereits drin ist. Also Akkuüberwachung, Zyklenüberwachung, nö, könnt ihr vergessen. Es ist ein stinknormales, bumpliges MOSFET drin, wie man es in den alten Avalons drin hatte. Das finde ich schon mal ein kleines bisschen schade. Ansonsten ist es eigentlich schön aufgebaut. Natürlich kleiner, kompakter Lauf für CQB-Gelände. 1 Joule, 1,1 Joule, auch vollkommen ausreichend von der Energie her meiner Meinung nach. Und jetzt auch nicht mit Ach und Krach irgendwie versucht, mit diesem 170 mm Lauf da irgendwie 1,5 Joule rauszubekommen. Nein, schöne, angenehme Energie. Und für so ein kompaktes SMG oder für so eine Maschinenpistole ist es meiner Meinung nach genau perfekt. 1 Joule, einwandfrei, muss man sagen. So, dann haben wir natürlich hier aufgrund der Lauflänge sehr, sehr viel Volumen drin. Bedeutet, wir haben ein Verhältnis von 3,56:1. Also da könnt ihr auch nur 45 reinballern. Vom Volumen langt euch das locker aus. Ich habe es ja euch wieder nachgekront mit 0,2 sowie 0,3 Gramm BBs.
Somit haken wir den Chronotest einmal ab und wie gerade schon angesprochen bei den technischen Daten, ich finde die Energieabgabe ist für so eine MPX oder für so eine schöne kompakte kleine Knifte für den CQB-Bereich genau richtig. 1 Joule, 1,1 Joule mit ein bisschen schwereren BBs, kommt auch minimals noch ein bisschen höher, aber eben nicht irgendwie übertrieben und jetzt irgendwie versucht aus dem Ding 1,5 Joule rauszudrücken. Nein, schöne, saubere Energie für Hallen, für kleine, kompakte Gelände, vollkommen in Ordnung. Und auch von der Energieabgabe sehr konstant, muss man sagen. Also keine riesengroßen Schwankungen drin. Hier muss man vielleicht gleich noch ansprechen, natürlich ist die Limitierung bei dieser Knifte die Lauflänge. Bedeutet, ihr könnt aus dem Ding nicht 1,8 Joule rausbekommen oder sowas. Das geht technisch nicht, da die Kugel eben nur 170 mm hat, um beschleunigt zu werden. Das ist genauso bei einer Chris Vector mit 150 mm Lauflänge. Bei der Limited habt ihr ein bisschen mehr drin. Aber wie gesagt, auch bei diesem kurzen Lauf kommt irgendwann der Punkt, wo ihr Federn reinstopfen könnt, wie ihr wollt. Ihr werdet aber mit der Energie nicht höher kommen. Wie gesagt, das ist ein kleines bisschen zu beachten. Aber für mich ist das Modell eher interessant, vielleicht noch ein kleines bisschen weiter runter, 0,9, maximal 1 Joule, perfekt für den CQB-Bereich einmal geeignet, da sie auch eben sehr, sehr kompakt einmal ist. Also sowas spielt man nicht im Woodland. So, dann Thema Hop-Up und Schussergebnisse. Ich habe für euch wieder ausprobiert 0,25, 0,3, 0,32 und auch 0,36. Es Hop-Up selbst ist am Anfang ein bisschen fummelig zum Einstellen, denn man kommt relativ nicht schwer hin, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Ich zeige es euch gleich mal. Bedeutet, ihr müsst den Spannhebel einmal hinterziehen. Bolt Catch ist mit Funktion, was ihr aber hier zunächst vielleicht mal schon erkennen könnt. Der Spannhebel wird hier nicht gefedert. Bedeutet, der bleibt hier einfach so hängen und ihr müsst ihn jedes Mal wieder mit dem Finger wieder arretieren, also wieder reindrücken. Ansonsten schwabbelt euch der da rum. Und dann habt ihr eben Bolt Catch System vom Schützen aus auf der rechten Seite, geht unheimlich schwer. Einmal hinter und dann seht ihr, der schwabbelt immer noch rum. Müsst ihr also, wie gesagt, einfach immer wieder reindrücken. So, und jetzt seht ihr vielleicht könnt ihr es schon mal erkennen, ansonsten zeige ich es euch später in der Nahaufnahme. Das Auswurffenster ist natürlich aufgrund des Kalibers sehr, sehr klein. Und das Hop-Up-Einstellrädchen ist genau nur hier vorne an der Gearbox-Kante einmal dran. Bedeutet, es ist vielleicht eine Breite von 5 mm, wo ihr da mit dem Finger an das Rädchen einmal reinkommt. Und ja, es geht ohne Handschuhe, wenn man da ein bisschen den Finger reindrückt in diese 5 mm, dann kommt man da hin. Aber andere Systeme gehen da auch ein bisschen schöner zum Einstellen. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sehr, sehr wenig Platz von der Breite her, um ans Hop-Up-Einstellrädchen irgendwie ranzukommen. Und was wir später auch noch ansprechen werden, bei den Internals, ganz, ganz wichtig, das Einstellrädchen läuft ein kleines bisschen rau, ein bisschen hakelig und auch habt ihr gerade einmal 90 Grad Einstellweg. Bedeutet nicht wie bei anderen Rotaries, dass ihr da, sage ich mal, 180, 270 Grad das Rädchen schön fein einfach drehen könnt. Nein, maximal 90 Grad bedeutet aber auch, dass das Hop-Up sehr schnell und sehr aggressiv kommt. Wenn ihr da ein kleines bisschen zu viel macht, zack, batsch, Overhop drin. So, und auch vom Kugelgewicht muss ich euch leider sagen, dass man hier ein kleines bisschen limitiert ist, denn es ist letztendlich ein stinknormales 0815 Hop-Up-System drin. Hop-Up Bucking 50 Shore mit dem Pornobalken und 0815 Tensioner. Bedeutet, ja, ihr könnt auch 0,3 hoppen, das hat auch funktioniert. Aber die Frage ist immer, wie lange das funktioniert. Bedeutet, euch wird einfach das Bucking sehr, sehr schnell verschleißen, wenn ihr 0,3 Gramm BBs zum Beispiel verwendet. Wollt ihr jetzt unbedingt in so einem kompakten Ding schwere BBs verwenden, also schwerer wie 0,25, dann würde ich definitiv Hop-Up Bucking und Tensioner tauschen. Denn das ist wirklich nur ausgelegt für 0,2 bis maximal 0,25 Gramm BBs. Schauen wir uns aber, wie gesagt, einmal später im Detail nochmal an. Ansonsten, selbst mit 0,25 Gramm war der Hop in Ordnung, gut, aber es war sehr windig draußen. Bedeutet, inwieweit der Wind da Einfluss drauf hatte auf die Schussergebnisse, kann ich euch leider nicht genau sagen. Bedeutet, es waren immer wieder kleinere Ausreißer nach rechts drin, könnte aber auch am Wind gelegen haben und weil halt die Kugeln sehr leicht sind. Bedeutet, im Regelfall verwende ich halt immer 0,3 oder 0,32. War in dem Modell nicht wirklich möglich. Also wie gesagt, ansonsten war es in Ordnung, aber ihr kommt auch mit 0,25 maximal, sage ich mal, auf 40 Meter. 40, 45 mit ein bisschen Overhop und dann ist wirklich Feierabend. Ist aber, wie gesagt, für so eine Knifte meiner Meinung nach auch locker ausreichend. Wo habt ihr denn eine Halle mit über 40 Metern? Wahrscheinlich nirgends. Lasst uns anschließend gleich mit den Allgemeininformationen weitermachen. Ich drehe euch dieses wunderschöne Modell erstmal wieder ein kleines bisschen ins Licht rein. Denn natürlich, auch hier
von den Externals von VFC einfach nur traumhaft umgesetzt. Ich meine, wir haben es schon oft angesprochen oder wir haben es einfach schon oft gehabt. VFC kann einfach unheimlich geile Externals bauen. Und dementsprechend auch hier der gesamte Receiver von der MPX, der gesamte Vorderschaft, der Schaft hinten, die Aufnahme. Das ist VFC einfach wieder mehr als gelungen. Also eine richtig, richtig schöne und tolle Nachbildung. Was die Externals betrifft, bei den Internals sieht es ein kleines bisschen anders aus. So, und auch bei den allgemeinen Informationen möchte ich heute ein paar Punkte vorwegnehmen, worüber wir später nochmal im Detail darauf eingehen werden. Die Verarbeitungsqualität, nicht zu verwechseln mit der Passgenauigkeit, ist wirklich sauber. Richtig, richtig toll. Wie gesagt, Receiver einfach nur traumhaft. Aber bei der Passgenauigkeit erwarte ich vielleicht ein kleines bisschen zu viel. Oder wie gesagt, für 700 € erwartet man ein kleines bisschen mehr vielleicht. Hier mal ein paar kleine Beispiele. Zum Beispiel der Vorderschaft hat circa 1 mm ein kleines bisschen Luft. Bedeutet, wenn ihr da ein bisschen hoch und runter drückt, dann kann diese ganze Picatinny-Rail da oben 1 mm hoch und runter fahren. Also der wird nicht sauber festgehalten. Da hätte diese Schiene oder dieses Nut- und Federsystem noch ein kleines bisschen passgenauer sein können. Dementsprechend hier 1 mm Luft auf dem vorderen Bereich des Vorderschaftes einmal drauf. Geht meiner Meinung nach besser. So, dann der Receiver, wie gesagt, richtig, richtig schön, aber auch hier von VFC, von der Passgenauigkeit, vielleicht keine 700 €. Wie gesagt, ich zeige es euch einfach, müsst ihr entscheiden. Zunächst mal, wie gesagt, sehr, sehr schön umgesetzt, tolle Verarbeitungsqualität, aber die Passgenauigkeit, hier der Übergang zwischen Upper und Lower, habt einen kleinen Spalt drin, da seht ihr die Gearbox innen drin, ist nicht wild, ca. 0,1 bis 0,15 mm, also ein kleiner Hauch. Aber der Upper Receiver sitzt nicht wirklich fest auf dem Lower. Bedeutet, der kann hier im hinteren Bereich, kann der ganze Upper Receiver ca. 1 mm links und rechts hin und her wackeln. Und das für 700 €, weiß ich nicht. Werde ich heute vielleicht sogar als Kritikpunkt geben, bisschen die Passgenauigkeit in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. So, und auch der Schaft hinten hat relativ viel Spiel, muss ich sagen. Also ja, er braucht Spiel, keine Frage. Und wenn das Ding jetzt ein bisschen rumwackelt, ist auch nicht so schlimm. Denn letztendlich, wenn ihr das Ding im Anschlag drin habt, dann merkt ihr das Wackeln jetzt eh nicht mehr. Aber mir geht es einfach nur darum, Passgenauigkeit in Bezug auf den Preis. Wie gesagt, sehr viel Spiel, ca. 5 mm wackelt das ganze Ding da hinten drauf rum. Und dementsprechend klappert halt das Ding überall ein kleines bisschen. So, jetzt möchte ich euch ebenfalls noch einen kleinen Punkt ansprechen. Natürlich, Klappschaft zum Einklappen braucht aber sehr viel Kraft. Also sehr, sehr stark nach oben ziehen letztendlich und dann könnt ihr das Ding einmal einklappen. Jetzt hatte ich beim Vorbereiten dieses Reviews auf der Liste stehen, gesamter Schaft plus Schaftarretierung bzw. Schaftführung wackelt wie ein Hund seinen Schwanz. Das habe ich jetzt wieder rausgelöscht, denn standardmäßig hat nicht nur der Schaft gewackelt out of the box, sondern auch diese Führung, die hier hinten von dem Scharnier nach hinten rausgeht, also quasi das hier, das Teil hier, hat auch nochmal gewackelt. Das habe ich jetzt nochmal kontrolliert, da war letztendlich nur diese fette Schraube hier hinten drin, könnt ihr vielleicht sehen, die hier, die war einfach ein bisschen locker. Bedeutet, die Schraube ist schön ordentlich festgezurrt und jetzt wackelt eben nicht mehr die Führung, sondern es wackelt halt nur noch der Schaft hinten ein kleines bisschen. Das war, wie gesagt, das war out of the box, war das deutlich, deutlich schlimmer. Und hatte ich schon als Kritikpunkt auf der Liste stehen. Wie gesagt, einfach Schraube ein bisschen festziehen. So, ansonsten, wie gesagt, funktioniert wunderbar und auch im Scharnier selbst kein Spiel drin. Bedeutet, wenn das Ding arretiert ist, dann ist es arretiert. Und natürlich auch die ganze hintere Aufnahme, das ganze Scharnier komplett aus Stahl gefertigt. Also da können wir definitiv nicht schimpfen. So, und dann habe ich euch vorhin schon mal gesagt, natürlich, so eine MPX ist gerade für den CQB-Einsatz einfach nur hervorragend geeignet. Sogar noch ein kleines bisschen kompakter, wie zum Beispiel so eine UTR 45, noch minimal ein bisschen kompakter, wie zum Beispiel eine MP5. Ich würde es ein bisschen mit so einer ARP 9 von G&G vergleichen, von der Größe her. Und dementsprechend, wie gesagt, schön kompakt, schön klein und liegt einfach hervorragend und schön wunderbar im Anschlag drin, das Modell. Was ihr vielleicht jetzt auch sehen könnt, aufgrund der Picatinny-Aufnahme hinten für den Schaft oder für den Schiebeschaft oder Klappschaft, sitzt auch die Visierlinie oder die Backe automatisch ein kleines bisschen tiefer im Vergleich zum Beispiel zu einer AR15.
Bedeutet, gerade wenn ihr da hinten mal die Honey Badger oder so anschaut, da seid ihr immer mit der Wange nochmal ca. 1 Zentimeter oder 15 Millimeter, kleines bisschen höher. Hier seid ihr ein kleines bisschen tiefer und dementsprechend müsst ihr jetzt auch hier nicht bei den Rotpunkten ewig hochbauen oder sowas, sondern so ganz normale Rotpunktvisiere. Selbst wenn ihr nur so ein relativ flaches draufknallt, langt euch das von der Visierlinie, langt euch das locker aus. Also hier schön umgesetzt, schöne Visierlinie und eben der Schaft nicht zu hoch von der Wange her. Finde ich klasse, liegt super im Anschlag drin und macht einfach unheimlich viel Spaß, muss man sagen. Schön kompakt, schön handlich, definitiv für den CQB-Einsatz mehr als geeignet. Bevor wir uns dann gleich das Federschnellwechselsystem anschauen, sprechen wir zunächst mal noch ganz kurz die Bedienelemente durch. Und natürlich auch die MPX ist wie letztendlich die MCX ebenfalls beidseitig nutzbar bzw. ambidextrous. Bedeutet Feuerwahlhebel, ganz leichtgängig das Ganze vom Schützen aus auf der linken Seite zu verwenden, ebenfalls vom Schützen aus auf der rechten Seite. Hier läuft er minimals ein kleines bisschen straffer, natürlich aufgrund des etwas kürzeren Hebels. Aber auch hier, wie gesagt, er funktioniert tadellos, hat aber natürlich auch wieder, wie man es von VFC kennt, in den Zahnrädchen einfach ein kleines bisschen Luft und kann dementsprechend hier ein bisschen rumschwabbeln. Aber das haben sehr viele Hersteller, würde ich gar nicht so kritisch einmal sehen. Dann natürlich auch der Magazinauswurf vom Schützen aus auf der rechten Seite. Quietscht ein bisschen. Muss man mal ölen, glaube ich. Vom Schützen aus auf der rechten Seite und ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite der Magazinhalter. Und hier werde ich aber später nochmal beim Thema Magazin etwas genauer darauf eingehen. Denn die Magazine lassen sich sehr schwer lösen, finde ich, im Vergleich zu anderen Systemen. Aber wie gesagt, sprechen wir später an. Und dann habe ich euch gerade beim Hop-Up schon gezeigt, auch der Verschlussfang oder der Bolt Catch mit Funktion vom Schützen aus auf der rechten Seite. Muss man nur relativ straff drücken und ebenfalls mit Funktion vom Schützen aus auf der linken Seite. Einmal hier und auch hier natürlich relativ straff. Aber wie gesagt, funktioniert tadellos und dementsprechend alles beidseitig nutzbar. So, jetzt Federschnellwechselsystem. Ich habe es euch vorhin bei den technischen Daten schon gesagt. Die Lauflänge ist gerade einmal 170 mm Standard AEG-Lauf. Und dementsprechend seid ihr hier bereits, oder ist die Lauflänge eure Limitierung von der Energie. So, und dementsprechend, ja, das Modell besitzt ein sehr gutes Federschnellwechselsystem, muss man sagen. Exakt identisch wie bei der MCX. Aber ihr braucht jetzt hier nicht erwarten, dass ihr mit einer stärkeren Feder hier auf 1,5 Joule oder so hochkommt. Das wird euch aufgrund der Lauflänge nicht unbedingt funktionieren. Also hier einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie vorhin schon mal angesprochen. Dementsprechend Federschnellwechselsystem eher interessant, wenn man ein kleines bisschen weiter runter möchte oder wenn man vielleicht auf ein DSG oder so gehen möchte. Dementsprechend hier einfach braucht ihr 2 Inbusschlüssel. Dann nehmt ihr erstmal einen 4 mm Inbus her und dann löst ihr einmal die Zylinderkopfschraube hier hinten, welche den gesamten Schaft arretiert. So, einmal abnehmen das Ganze, einfach die seitliche Schraube hier mit dem 4er Inbus einmal lösen. Und dann habt ihr eben wie bei SICK gewohnt bei den neueren Knüften hier hinten einmal so eine kleine Picatinny-Schiene dran. Dementsprechend sind natürlich auch andere Schäfte, auch für die von der MCX oder sowas, sind natürlich hier problemlos kompatibel. Bedeutet auch, wenn ihr irgendwie von Airsoft Archistan oder wie der heißt, noch andere Schäfte haben wollt oder einen Schiebeschaft haben wollt von der MCX, passt alles da hinten problemlos ran. So, um jetzt die Feder zu lösen, braucht ihr einen fetten, oder was heißt einen fetten, einen 6er Inbus braucht ihr, dann geht er da hinten einfach rein. Habt ihr eben Innensechskant, drückt's rein, dreht das Ganze ein bisschen und dann könnt ihr ganz normal Spring Guide und Feder direkt nach hinten rausziehen. Einwandfrei zu erreichen, super Federschnellwechselsystem. Nur beachten, es gibt 2 Punkte, die zu beachten sind. Vielleicht kann man es im Video jetzt schon erkennen, das habe ich euch, glaube ich, damals auch bei der MCX schon angesprochen. Wenn der Spring Guide nicht drin ist, dann ist hier hinten die Picatinny extrem dünnwandig. Das ist vielleicht noch 1 Millimeter Material da innen drin. Bedeutet nicht unbedingt jetzt hier die Waffe so runterfallen lassen. Das bricht euch sofort raus. Das wird nicht halten. Also hier ein bisschen aufpassen. Wenn der Spring Guide dann dran ist und der Schaft dran ist, dann wird es alles sauber arretiert. Also hier halt ein kleines bisschen Acht geben. So, und worauf ihr ebenfalls Acht geben müsst, wenn ihr das Ganze wieder einmal reinbaut, dass ihr den Spring Guide korrekt ausrichtet. Bedeutet, ihr müsst einfach schauen, wenn ihr den quasi installiert, reindrücken, drehen, das dann, genau, jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Wenn ihr den falsch einlegt, dann seht ihr, dass die Picatinny-Schienen oder die Positionen nicht mehr übereinstimmen. Da habt ihr einen Versatz drin. Bedeutet, ihr müsst das Ding einfach einmal andersrum drehen. Bedeutet einmal so rein
und dann letztendlich auf die andere Seite rüber. Wartet, einmal so herdrehen, so, und dann einmal so rumdrehen. So, Klick. Und jetzt ist eben die Picatinny hinten wieder schön bündig. Also solltet ihr ihn verdreht haben, nochmal raus, 180 Grad drehen. Einfach kontrollieren, dass hier die Schiene schön übereinander sitzt. Und dann passt es. Und dementsprechend, wie gesagt, schönes Federschnellwechselsystem, sehr einfaches Federschnellwechselsystem. Und da werde ich euch definitiv wieder einen Pluspunkt darauf geben. Lass uns weitermachen mit dem Thema Akku einlegen und Platz für den Akku. Und ja, natürlich, das ist halt bei dem Modell extrem limitiert. Ist letztendlich auch wieder genauso wie bei der MCX, bedeutet Front-Wired System. Gesamter Akku muss hier einmal in den Vorderschaft rein. Und das habe ich euch damals bei meiner MCX schon gesagt, bin ich kein großer Fan davon, denn dann sieht man die Kabel, teilweise kommen die Kabel aus den Fräsungen oder aus den Löchern raus oder der Balancer hängt irgendwo raus. Ist nicht sonderlich schön. Dementsprechend habe ich halt bei meiner MCX hinten, auch wenn es halt nicht unbedingt ja, MCX-Style ist, dennoch eine Buffer-Tube hingemacht und das Ganze auf Rear-Wired verkabelt. Finde ich einfach persönlich schöner. Aber was sollen sie bei so einem kompakten Modell machen? Bleibt natürlich nichts anderes übrig, wie Akku einmal hier vorne einzulegen oder ihr besorgt euch eben so eine PIQ-Box oder halt so eine Akku-Box, macht euch die eben extern drauf, entweder hier oben auf die Picatinny oder seitlich hin, vielleicht noch mit dem Frontgriff dran oder sowas, ist dann euch überlassen. Also auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten und in jedem Fall bekommt ihr dann immer 1500 mAh, 11,1 Volt rein. Denn auch diese 1500er Akkus, zum Beispiel diese gelben Superio, die gibt es nämlich auch als PIQ-Version. Habe ich zwar keine da, aber ich habe es gesehen, da gibt es welche. Also maximal 1500, egal ob ihr es eben im Vorderschaft einlegt oder in eine Akkubox. Ist wurscht. So, was ihr auch seht, und ja, die Waffe kommt wirklich so out of the box. Bedeutet, wenn ihr das Ding auspackt, hängt hier vorne erstmal schön fett der doch sehr stark veraltete Mini-Tamiya-Stecker raus. Ja gut, Mini-Tamiya-Stecker, innen drin habt ihr auch noch eine Sicherung und dementsprechend natürlich auch im Vergleich zu anderen Systemen oder deutlich moderneren Systemen mit EFCS und DIN-Stecker natürlich hier schon mal deutlich mehr Widerstand drauf bei der Steckverbindung und bei der Sicherung. Bedeutet, vom Akku kommt so oder so schon mal deutlich weniger Bums unten am Motor an wie bei anderen Systemen. Das würde eventuell auch die sehr schlechten Zyklenzeiten erklären. Kommen wir aber später nochmal darauf zu sprechen. So, also, Akku muss da vorne rein. Was müssen wir machen? Wir müssen einmal diesen Pin hier lösen. Und der Pin ist zweimal gesichert, beziehungsweise er hat 2 Klickpositionen. Bei der ersten Klickposition könnt ihr nur den Vorderschaft lösen, zum Akku einlegen. Und wenn dann circa 1 mm weiter drückt, dann rutscht sofort der Upper Receiver vom Lower runter. Es passiert meistens so oder so, denn der Pin sitzt relativ straff einmal drin. Also schauen wir mal, lösen wir mal den Pin. Und wie gesagt, der sitzt bei meinem Modell wirklich straff. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen klopfen. So, einmal hier ein kleines bisschen Klopfi machen. Wie machen wir es denn jetzt? Legen wir was drunter. So, wir wollen ja keine Kratzer reinmachen. So, und dann klopfen wir den noch ein bisschen raus. So, ich glaube, das war jetzt schon ein bisschen zu weit. Ja, war schon zu weit, denn jetzt löst sich bereits hier hinten der Upper Receiver. Bedeutet, ich ziehe den wieder zurück und stecke den Pin wieder 1 Millimeter. Wirklich nur 1 Millimeter einmal weiter rein. So, und jetzt müsste einmal der Vorderschaft lose sein. Ja, genau. Ach, der Upper kommt auch wieder mit runter. Also das ist auch ein bisschen, naja, es funktioniert. So, jetzt da einmal abziehen, das Ganze ein bisschen auf den Stecker aufpassen. So, und runter damit. Wie gesagt, hier das Teil abziehen. Und das habe ich euch ja vorhin schon mal gesagt, das ist genau so ein Nut- und Federsystem. Bedeutet, ihr schiebt es hier oben Nut- und Federsystem drauf und wird dann unten nur über so einen kleinen angefrästen Pin einmal gelockt oder gesichert. Und da ist hier oben einfach in diesem Nut- und Federsystem ist ein kleines bisschen Luft drin. Und dadurch wackelt euch das Ganze ungefähr einen halben Millimeter, wackelt euch das ein kleines bisschen. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen. So, dann seht ihr ebenfalls, wenn ihr das Ding mal zerlegen wollt, ihr habt noch weitere Steckverbindungen. Also ihr habt hier erstmal sehr viel Widerstand auf Mini-Tamiya. Dann habt ihr hier eine Sicherung, Widerstand. Und dann habt ihr hier nochmal eine zusätzliche Steckverbindung, nochmal Widerstand, wenn ihr das Ding auseinanderziehen und demontieren wollt. Also hier schon mal ja, sehr viel Innenwiderstand oder sehr viel Widerstand auf der Leitung einmal drauf. So, und jetzt zum Akku einlegen. Ich habe jetzt auch beim Schießen den hier verwendet. Das ist wieder wie letzte Woche bei dieser AUG, dieser Superio in der kompakten Version.
Also Superio Compact Triple Stick 1500 mAh, 11,1 Volt und der passt da wunderbar rein. Also hier gibt es auch nicht irgendwelche Probleme, dass man da irgendwie sonderlich aufpassen muss auf die Kabel und irgendwie zusammendrücken muss, wenn man wieder drauf schiebt. Überhaupt nicht. Ist ausreichend Platz wirklich da vorne drin vorhanden. So, jetzt allerdings ein kleines Problem. Ich brauche einen Adapter, weil ich habe natürlich keinen Mini-Time-Stecker. Wir hatten sowas noch heutzutage. Also dementsprechend schustern wir uns noch einen Adapter mit drauf. Nochmal ein bisschen mehr Innenwiderstand. Natürlich haben wir ja so wenig. So, und dann knallen wir uns einfach mal den Akku da rein. Und ich lege einfach 2 Zellen lege ich nach oben und eine Zelle lege ich ein bisschen auf die Seite her. Quasi einmal so. Genau, so machen wir das. So, und dann stecken wir das ganze Ding da einmal ein schon mal. So, einmal einstecken. Und dann müssen wir gucken, wie wir es mit den Kabeln dann machen. So, die Zelle geht darüber. Sicherung legen wir dahin. Na, so sieht es auch gut aus. So, und dann schieben wir das Ganze wieder drauf. Das war jetzt eine schwere Geburt. Also so lange habe ich gestern nicht gebraucht, um den Akku da rein zu zömbeln. Okay, so, also klopfen den Pin wieder rein. Und wie gesagt, ihr braucht zum Akku einlegen, ihr braucht Werkzeug. Also so schnell mal irgendwie auf dem Feld mal schnell einen Akku wechseln, könnt ihr absolut vergessen. So, und jetzt sind wir eben bei dem Punkt, wie vorhin schon angesprochen. Der Akku passt hier vorne, wie gesagt, der passt gut rein. Es ist ein bisschen gefummelt mit den Kabeln, natürlich, aber es ist ausreichend Platz vorhanden. Jetzt aber wieder das Problem. Und ja, ich werde leider diese Airsoft jetzt wieder ein bisschen in die Kamera halten, aber sie ist sicher, es ist keine BB drin. So, wenn ihr jetzt da vorne mal reinschaut, da sind eure Akkuzellen schon. Bedeutet, wenn da vorne eine Kugel reinkommt, die ballert euch sofort auf die Akkuzelle drauf, die BB. Und wenn da mal 1,5 Joule auf die Akkuzelle kommen, dann könnt ihr euch überlegen, was passiert. Dann fängt das Ding sofort zum Ausgasen an. Also hier der Akku sehr, sehr schlecht geschützt letztendlich im eingelegten Zustand. Und es sieht halt auch ein bisschen banal aus. Denn ihr seht halt komplett durch jede einzelne Öffnung, seht ihr die Kabel da drin, die Sicherung, den weißen Balancer. Das sieht halt irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen so die Frage, wie man das sieht. Wenn man jetzt einfach in der Halle rumrennt und es juckt nicht, kann man getrost ignorieren. Man könnte aber, wie vorhin schon angesprochen, man könnte auch hergehen und könnte sich zum Beispiel so eine PEQ-Box einmal drauf machen und die Stecker nach außen ziehen oder halt die Kabel nach außen ziehen. Sieht ein bisschen schöner aus. Und übrigens, auf die Sicherung da drin würde ich auch verzichten. Lasst uns nun weitermachen mit einem sehr wichtigen Thema heute, und zwar Klang- und Ansprechverhalten. So, ihr werdet es jetzt dann gleich wieder hören. Ich werde es euch wieder übers Richtmikrofon einmal aufnehmen und ich werde eventuell auch den Klang ein bisschen, oder ich werde es versuchen ein bisschen zu kombinieren. Einmal den Klang vom Richtmikrofon, dass man quasi den Ton von vorne hat, von der Mündung, und einmal den Ton übers Ansteckmikrofon quasi als vom Schützen aus. Denn leider kreischt das Ding sehr, sehr stark. Die Schimmung ist wirklich sauber umgesetzt von VFC, also richtig gut geschimmt. Auch die Motoreinstellung ist eigentlich in Ordnung. Aber wie man es einfach von VFC Gears kennt, die kreischen einfach. Und das bekommt man auch mal im Regelfall nicht wirklich weg. Es sind Kugellager drin, die laufen auch wunderbar. Und dennoch kreischt das Ding sehr, 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 sehr hell, muss ich sagen. So, und jetzt ebenfalls ein wichtiger Punkt. CQB-Knifte. Und Leute, Hand aufs Herz, wer spielt in der Halle taktisch und zielt? Oder wer geht aus der Deckung raus, zielt, schaut, Einschuss? Keiner, können mir nicht erzählen. Bedeutet, in der Halle wird prinzipiell immer recht schnell gespielt. Und da muss auch der Abzug entsprechend und der Zyklus relativ schnell sein. Also bam, 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 bam. Das hat sich bestimmt witzig angehört. Egal. Und das ist aber leider standardmäßig mit diesem Modell nicht möglich. Bedeutet, wie vorhin schon angesprochen, es ist kein EFCS-System drin, es ist ein ganz normales MOSFET drin. Hier vorne habe ich euch gerade gezeigt, sehr viele Steckverbindungen, sehr viel Widerstand auf der Leitung drauf. Und dementsprechend hat das Ding bei einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku, bedeutet bei 12,6 Volt, liegt der Zyklus hier bei 83 Millisekunden. 83 Millisekunden, wenn ihr das mal vergleicht, eine Standard-Ares out of the box mit dem 11.1er liegt bei 65 bis 70 Millisekunden. Bedeutet, das Ding ist nochmal 10 Millisekunden langsamer. Dementsprechend der Motor leider überhaupt nicht gut, ist auch kein Neodyn-Magneten-Motor oder sowas, wie man es heutzutage bei fast jeder Knifte drin hat oder beziehungsweise auch bei sehr günstigen Modellen drin hat, sondern ganz normal Ferritmagneten drin, zieht die Butter nicht vom Brot der Motor und eben auch kein EFCS, sondern ein stinknormales MOSFET. Dementsprechend auch kein Mikrotaster, wo ihr einfach
schnell triggern könnt, so im Hair-Trigger-Style, sondern ihr habt eine ganz normale Switch-Assembly drin, wo ihr diesen ganzen Weg von dem Abzug jedes Mal zurücklegen müsst. Bedeutet, ihr müsst hinterziehen, klick, 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 klick. Und dementsprechend, gerade für den CQB-Einsatz, gerade für eine Halle, meiner Meinung nach, dass das System eher ungeeignet oder nicht ganz so geil geeignet wie andere moderne und auch kompakte Kniften. Wie gesagt, schauen wir es uns mal an. Thema Magazin, ich habe 0,25 Gramm BBs drin. Das geht ein bisschen arschstraff rein, sprechen wir gleich drüber. Also hören wir es uns erstmal an. Klangbild, wie gesagt, nehme ich euch einmal von vorne auf und einmal direkt übers Richtmikrofon. Ist das Ding laut. Krieg einen Tinnitus. So, also ihr habt's vielleicht gehört. Das Klangbild von der Knifte, alles andere als schön. Sehr helles, sehr lautes Kreischen und auch der Aufprall. Es ist zwar ein sehr angenehmes Ploppen, aber unheimlich laut und unheimlich hell. Also dementsprechend hier Lautstärke, Klangbild, weiß ich nicht. Könnte man auch ein bisschen optimieren. Vielleicht mit einem anderen Zylinderhead, mit einem schönen Sorbo drauf, wo man auch den AOE noch ein bisschen einstellen kann, denn der passt sowieso nicht. Also hier auch mehrere Optimierungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, auch vom Ansprechverhalten, ja, das ist in Ordnung. Und für die meisten Neueinsteiger, die das jetzt vielleicht gesehen haben, die denken sich auch, ja, das war doch schnell. Ja, natürlich, es ist ausreichend. Aber wenn ihr halt wirklich mal mit dem EFCS spielt, mit einem Titan drin, mit einem Bugatti Core drin, mit einem Perun drin, ist erwischt irgendein EFCS, wo ihr einfach sehr, sehr schnell triggern könnt. Das sind einfach Weltenunterschied. Also hier Zyklus leider sehr, sehr langsam für eine Knifte für 700 €, muss man sagen. Und auch das Klangbild alles andere als schön. Sehr hell, sehr lautes Knallen und ist ein bisschen, sogar fast ein kleines bisschen unangenehm. Empfinde ich zumindest so. Gut, wenn man noch Mickey Mouse auf hat oder Funk auf hat, ist wahrscheinlich wurscht. Aber rein jetzt so, bisschen arg laut das Gerät. Dann lasst uns das nächste wichtige Kapitel aufmachen, und zwar Thema Magazin. Kompatibilität kann ich euch natürlich nicht sagen, ob da jetzt irgendwie was anderes reinpasst, keine Ahnung, vermutlich nicht. Bedeutet, ihr habt im Lieferumfang letztendlich ein Midcap-Magazin dabei. Ist ein sehr schönes Magazin von VFC, außenrum so ein leicht rauchiger Kunststoff, wie man es auch bei diesen G- und G-Tinted-Magazinen kennt. Innen drin so diese Fake-Patronen, sieht unheimlich schön aus. 100 Schuss Kapazität, könnt ihr ganz normal mit dem Speedloader von oben einmal reinballern, funktioniert tadellos. Und auch vom Feeding bis 0,36 Gramm keine Probleme gehabt. Also das ist gutes Magazin, das ist einwandfrei, können wir nicht schimpfen. Jetzt kommen wir zu den ersten 2 Punkten, die ich etwas kritisch sehe. Habt ihr in den Shops irgendwo ein Ersatzmagazin gefunden? Nicht? Oh, Pech, ich auch nicht. Bedeutet, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zwar die Waffe zum Kaufen, aber es gibt kein Ersatzmagazin dafür. Was soll denn der Mist? Also sorry, wenn man schon die Waffe kaufen kann, dann erwarte ich doch auch, dass man Ersatzmagazine bekommt. Ich habe jetzt letztendlich in Europa zum Beispiel bei einem spanischen Airsoft-Shop habe ich jetzt lieferbar gefunden, das Magazin für stolze 40 €. Also wenn die Dinger wirklich in Deutschland mal rauskommen und die kosten 40 € für so ein bisschen Kunststoff, finde ich auch hier das Preis-Leistungs-Verhältnis leider nicht gerechtfertigt. Denn auch hier, wenn ihr das Magazin ein bisschen windet, wenn ihr es mal runterfallen lasst, es wirkt ein kleines bisschen günstig. Es wirkt einfach nicht wie 40 €. Also wie gesagt, Preis-Leistung, gut, abwarten, wenn sie mal verfügbar sind. Aber wie gesagt, bisschen schade, aktuell keine erhältlich. Da hoffe ich doch mal, dass zeitnah diese Magazine verfügbar sein werden. Ansonsten ergibt eigentlich diese ganze MPX relativ wenig Sinn zu kaufen. So, das waren die ersten Punkte. Und jetzt habt ihr das vorhin schon oder gerade schon gesehen. Der nächste Punkt, worauf ich eingehen möchte, und das ist eventuell nur bei meinem Modell der Fall. Bedeutet, der Mark bzw. der Gecko bei uns hat auch eine MPX als 0,5 Joule und der sagt, seine Magazine gehen butterweich rein und flutschen hervorragend. Das kann ich leider bei meinem Modell nicht bestätigen. Also eventuell gibt es hier gewisse Unterschiede, je nach Modell, was man bekommt. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, die Magazine gehen zwar bis zu einem gewissen Punkt wunderschön in den Magazinschacht rein, aber dann
dann verkanten sie sich irgendwie und man muss einfach von unten schon irgendwie mit sehr relativ viel Schmackes rein, damit sie oben am Magazinhalter einmal arretieren. Das ist der nächste Punkt, sprechen wir auch gleich an. Ich kann es euch noch mal zeigen, also wie bei einer AR-15 zum Beispiel nicht. Bei einer AR-15 gehst du her, zack, dann ist das Ding drin. Und das ist bei meinem Modell, das funktioniert irgendwie nicht. Also entweder bin ich zu doof dafür oder jetzt da. Habt ihr das gesehen? Das ist irgendwie, muss man da genau den exakt korrekten Winkel treffen oder man muss einfach direkt von unten, direkt mit Schmackes ordentlich hochprügeln. Und dann arretiert's. Warum? Verstehe ich nicht ganz, denn letztendlich Spiel im Magazinschacht ist ausreichend vorhanden. Also ihr seht es, das wackelt da links, rechts, vor, zurück, das kann da locker 5 mm rumschwabbeln da unten drin. Und trotzdem geht es zum Einlegen unheimlich schwergängig. Und der nächste Punkt ist, auch zum Lösen geht es auch schwergängig. Bedeutet, jetzt hier Magazinhalter einfach drücken und dann schnell rausziehen. Könnt ihr auch so gut wie vergessen. Bedeutet, ihr braucht schon ihr braucht ein bisschen Schmackes, um das ganze Magazin aus dem Magazintrichter wieder rauszubekommen. Also wie gesagt, hier vom Sitz her, weiß nicht, auch nicht ganz gut für 700 € eventuell. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht für jedes Modell sprechen. Der Marc meinte, er hat gar keine Probleme damit. Vielleicht ist ein Montagsmodell, keine Ahnung. Was man auch sieht am Magazin selbst, zeige ich euch vielleicht in Nahaufnahme nochmal später, da sieht man bereits am Kunststoff so Abrieb. Vielleicht, wenn das mal durchgenudelt ist und ihr vielleicht das Magazin, sage ich mal, 30, 40 Mal irgendwie eingelegt hat, eventuell nutzt sich dann der Kunststoff hier auf der Seite ein bisschen ab und dann könnte es eventuell leichter gehen. Auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, auch Thema Magazin werde ich heute leider im Fazit ansprechen. Erstens mal teuer, Verfügbarkeit aktuell gar nicht und auch das Einlegen nur mit relativ viel Schmackes, beziehungsweise viel Schmackes nicht, aber ein bisschen Schwung braucht er dafür. Also das wäre doch schöner gewesen, wenn man einfach hergeht, zack, reinballern, fertig. Ja, aber so ist es halt nicht. Man muss immer reinprügeln, braucht ein bisschen Liebe. Also so viel einmal zum Thema Magazin. Lasst uns nun anschließend weitermachen mit der Verarbeitungsqualität, der Passgenauigkeit und natürlich den verwendeten Materialien. So, wir fangen wieder vorne an der MPX. Da hätten wir zunächst mal den Mündungsfeuerdämpfer. Dieser ist komplett aus Stahl gefertigt, ist aber auch letztendlich ein stinknormaler AR-15 bzw. M4 Mündungsfeuerdämpfer, nichts Besonderes. Aber zumindest schon mal aus Stahl gefertigt, ist in Ordnung. Und wie vorhin bei den technischen Daten vielleicht bereits gesehen, im unteren Bereich ein stinknormales 14 mm Linksgewinde. Dementsprechend auch problemlos Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer hier einmal möglich. Auch der Outer im inneren Bereich ist sehr gut gefertigt von VFC, das Ganze aus Aluminium, zweiteilig, aber sitzt hervorragend im System drin. Ist natürlich auch relativ kompakt und relativ kurz. Hätte mich gewundert, wenn hier etwas Spiel vorhanden gewesen wäre. Ist hier wie gesagt nicht der Fall. Dementsprechend Aluminium und sitzt hervorragend einmal drin. Der Vorderschaft, hier natürlich sehr modern, M-Lock-System, einmal links, rechts, auch im unteren Bereich. Falls ihr einen Griff dran machen wollt, auch M-Lock-Positionen, quasi einmal hier zu sehen. Und dann im oberen Bereich eben die Picatinny, welche vom Upper Receiver in den Versatz des Vorderschaftes übergeht. So, und da habe ich euch jetzt vorhin schon mal ganz kurz gesagt, hier von der Passgenauigkeit minimal ein kleines bisschen Spiel oder ein bisschen Luft in diesem Nut- und Federsystem drin. Bedeutet, wenn ich jetzt mal die Stütze hier einmal wegmache und die Knifte mal unten halt, dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr es vielleicht hier oben einmal sehen, wenn ihr euch mal hier drauf oder hier mal drauf achtet. Hier ist ein kleines bisschen, ein bisschen Luft drin, kann hier also minimal ein kleines bisschen rumwackeln, der gesamte Vorderschaft. Hätte also in der Führung oben in der Picatinny minimal ein kleines bisschen passgenauer sitzen können. Ist aber auch meckern auf einem sehr hohen Niveau letztendlich. Gesamtes Gehäuse, Upper-Lower Receiver sind von der Qualität bzw. von der Verarbeitungsqualität auch nahezu perfekt. Also auch hier wieder von VFC traumhaft nachgebildet das Ganze. Schön massiv gefertigt, aus Aluminiumguss das Ganze, sehr dickwandig auch von der Wandstärke her. Also nicht einfach nur so
ja, 1,5 Millimeter irgendwie Alu, sondern teilweise im hinteren Bereich 2,5 bis 3 Millimeter dicke Aluminiumwände. Also hier schön robust und auch von der Nachbildung einfach nur nahezu perfekt meiner Meinung nach. Also richtig tolles Gehäuse. Auch hier zunächst einmal die Passgenauigkeit, Übergang, Upper und Lower Receiver ist in Ordnung, muss man sagen. Da hat man ganz, ganz minimalen Spalt drin, circa 0,1 bis 0,15 Millimeter. Sieht man minimals, wenn man ganz, ganz pingelig ist, sieht man die Gearbox innen drin, kann man auch hier aber problemlos einmal ignorieren. Ansonsten ist das Ding, wie gesagt, sehr, sehr schön nachgebildet und qualitativ wirklich extrem hochwertig. Nur eben der eine Punkt, wie vorhin schon mal angesprochen, die Passgenauigkeit ist zwar von den Übergängen wunderbar, aber der Upper wird hinten im Lower nicht 100% arretiert. Bedeutet, wenn ihr euch jetzt hier mal diese Kante anschaut oder den Übergang anschaut und wir einfach mal den Upper Receiver ein kleines bisschen hin und her drücken, dann könnt ihr es vielleicht könnt ihr es erkennen, da ist auch circa 0,5 Millimeterchen ein kleines bisschen Luft drin, aber auch das, wie eben beim Vorderschaft auch schon, meckern auf einem sehr hohen Niveau. Bedeutet, man kann es ignorieren, man kann sich aber auch darüber aufregen. Das müsst ihr letztendlich für euch entscheiden, wie ihr dies einmal seht. So, dann kommen wir zu den Bedienelementen. Natürlich, wie vorhin schon angesprochen, komplett beidseitig nutzbar das Modell. Feuerwahlhebel läuft vom Schützen aus auf der linken Seite hervorragend. Schön definiert, schönes, deutliches Klicken drin, nicht zu schwergängig und auch die Zahnräder im inneren Bereich nimmt man hier nicht wahr. Vom Schützen aus auf der rechten Seite ist es dann wieder typisch VFC, dass wir natürlich auch hier wieder ein kleines bisschen Luft drin haben. Bedeutet, er kann hier ein kleines bisschen rumwackeln auf der Seite. Funktionieren tut er aber tadellos. Geht aber natürlich aufgrund des etwas kürzeren Hebels auf der Seite minimal ein kleines bisschen straffer zum Umschalten, aber funktionieren tut das Ganze ebenfalls tadellos. So, dann wie vorhin ebenfalls schon angesprochen, natürlich auch hier komplett beidseitig nutzbar vom Magazinauswurf und vom Verschlussfang. Bedeutet Magazinauswurf ganz normal vom Schützen aus auf der rechten Seite hier vorne vorzufinden und natürlich ebenfalls, wenn wir es mal umdrehen, vom Schützen aus auf der linken Seite ebenfalls hier vorne einmal vorzufinden. Nur wie beim Thema Magazin gerade eben auch schon angesprochen, auch hier müsst ihr relativ viel, was heißt viel Kraft nicht, aber er ist ein kleines bisschen straffer einfach im Vergleich zu einer AR-15 zum Beispiel. Und was ihr vorhin auch schon gehört habt, der quietscht ein kleines bisschen. Also auch hier könnte man gegebenenfalls innen drin ein bisschen Fett aufbringen auf die Feder, auf die Führung, damit dieses Zirpen von den Grillen ein kleines bisschen verschwindet. Also hier ein bisschen so ein Quietschen oder so, ein bisschen Reibung drauf letztendlich. So, und dann eben auch der Verschlussfanghebel, auch hier vorhin schon angesprochen. Der Spannhebel wird nicht automatisch vorgezogen. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das beim Originalmodell identisch ist. Kann ich mir schon vorstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr dann halt wieder per Hand einmal reindrücken. Arretieren tut aber das Verschlussblech innen drin jedes Mal wunderbar und ihr könnt das Ganze ebenfalls vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal hier lösen oder eben Standard vom Schützen aus auf der linken Seite. Auch hier, wie vorhin schon angesprochen, ist ein kleines bisschen mehr Kraft nötig, um diesen lösen zu können. Geht also nicht ganz so leicht wie vielleicht bei anderen Modellen, spricht aber auch hier, oder sollte hier nichts Kritisches sein. Man muss einmal ein bisschen stärker drücken. Kann man, wie gesagt, auch ignorieren, muss man eigentlich nicht ansprechen. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, das ist der Abzug, auch hier vorhin schon angesprochen, letztendlich eine handelsübliche Switch-Assembly mit einem stinknormalen MOSFET-Eimer drin verbaut. Bedeutet, ja, ihr könnt in dem Ding problemlos 11,1 Volt verwenden, aber ihr habt keine Zyklenüberwachung drin, ihr habt keine Akkuabschaltung oder sowas drin, ihr habt keinen Mikrotaster für den Abzug und dementsprechend auch der Abzugsweg im Vergleich zu modernen Systemen relativ lang. Bedeutet, ihr habt auch vom Reset einen relativ langen Weg. Bedeutet, ihr habt hier ein bisschen Spiel drin, dann zieht er, dann merkt er, jetzt kommt der Schieber innen drin von der Switch, dann zieht er und hier greift letztendlich dieser Schieber einmal innen drin rein, beziehungsweise der Kontakt wird hergestellt. Ihr müsst aber dann auch für den Reset, wenn dann der Cut-Off-Lever das Ganze ausgelöst hat, müsst ihr den Abzug locker nochmal wieder 6-7 mm kommen lassen, um den nächsten Schuss dann lösen zu können. Bei anderen Systemen mit dem Mikrotaster, da fahrt ihr einfach den Abzug hinter und dann triggert ihr einfach da hinten im 2-3 mm Bereich. Also hier der Abzugsweg aufgrund des veralteten Switch-Assembly-Systems ein kleines bisschen länger wie bei modernen Systemen.
So, und jetzt noch ein wichtiger Punkt, was ich euch leider vorhin total vergessen habe anzusprechen, das reiche ich jetzt mal nach. Standardmäßig out of the box hat leider der Safety Lever innen drin bei meinem Modell geklemmt. Bedeutet, wenn die Knifte auf sicher war und man hat auf halbautomatisch umgeschalten, dann hat der Safety Lever die Sicherung innen drin nicht freigegeben. Bedeutet, die Waffe war immer noch komplett auf sicher. Man musste dann erst 5, 6 Mal quasi drücken, bis innen drin der Safety Lever rausgerutscht ist und dementsprechend mal loslegen konnte zum Schießen. Das habe ich mir angeschaut. Hier war leider ein Kabel von der Switch Assembly, war nicht sauber verlegt und da hat sich der Safety Lever etwas daran verklemmt. Und das möchte ich euch kurz in der Nahaufnahme zeigen, wenn das bei eurem Modell ebenfalls ein Problem sein sollte. Also Leute, kleines Problem bei dem Modell, was ich jetzt als Leihgabe erhalten habe, eben die Sicherung, wie gerade schon angesprochen. Jetzt schauen wir uns einfach mal im inneren Bereich an, wie man das Ganze fixen kann oder woher dieses Problem einfach kommt. So, und wer sich ein bisschen auskennt, der sieht es jetzt schon. Hier natürlich kein EFCS drin, sondern von VFC dieses gewohnte, ja stinknormale MOSFET eigentlich auf einer Platine mit der Switch Assembly und natürlich hier unten die weiterhin die mechanische Sicherung über den Safety Lever. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, was passiert. Und ihr seht es vielleicht auch schon an dem roten Pluskabel hier. Der steht zu weit hoch und auch hat man hier an der Isolierung oder in der Isolierung schon einige Druckstellen vorhanden. Bedeutet, wenn ihr die Knifte auf sicher stellt, dann drückt ihr mit dem Safety Lever hier volle Rotze gegen die Isolierung dagegen, drückt das Ding einmal hoch. So, und dann ist es eben sicher. Aber jetzt blockiert das Kabel, blockiert jetzt dann letztendlich den Safety Lever. Bedeutet, jetzt geht's. Ja, im eingebauten Zustand klemmt er dann. Bedeutet, ihr müsst mit dem Abzug einfach ein bisschen hinher, bis sich der dann wieder von diesem Kabel einmal löst. Bedeutet, ach geil, springt auch raus, sehr gut. Bedeutet, wir müssen hier schauen, dass wir das Pluskabel, welches runter zum Motor geht, damit wir das einfach ein bisschen schöner und flacher verlegen, damit einfach der Safety Lever schön frei sich einmal bewegen kann. Feder wieder hoch. So, bedeutet, der darf hier eben nicht gegen das Kabel dagegen stoßen. Also nehmen wir das Kabel mal ein bisschen raus. So, und dann drücken wir uns das hier unten richtig schön flach einmal gegen die Platine dagegen. Da ziehen wir ein kleines bisschen, spannen es ein bisschen. So, und dann legen wir es hier nochmal schön sauber und neu einmal rein. Müsst ihr halt gucken, ob ihr von den Biegungen, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen anpassen. So, jetzt da. Jetzt drückt es hier immer noch ein kleines bisschen hoch, aber jetzt ist es schon ein bisschen flacher drin. Kontrollieren wir mal. Blöde Feder, bleibst du bitte mal jetzt da dran. So, schauen wir mal. Und jetzt da läuft eben der Safety Lever komplett frei über dieses rote Kabel drüber und verklemmt sich nicht mehr. Also solltet ihr Probleme haben bei eurer MPX, dass eben der Abzug bzw. die Sicherung sich nicht sofort einmal löst, sondern dass ihr erst 2-, 3 Mal drücken müsst, bis die Sicherung dann rausgeht, dann eben im inneren Bereich schauen, dass dieses Kabel hier schön ordentlich und sauber einmal verlegt ist. Dann schauen wir uns diesen Receiver ebenfalls nochmal im Detail vom Schützen aus auf der linken Seite an. Wie gesagt, qualitativ wirklich wunderschön nachgebildet und ihr seht auch die Originallizenz bzw. die Original-Markings von VFC wieder hervorragend einmal ins Material letztendlich eingebrannt bzw. tiefen gelasert. Und dementsprechend auch sehr, sehr feine Konturen möglich, aber das Ganze eben auch versenkt und nicht einfach nur aufgelasert. Also hier wurde quasi der Receiver, wo er dann fertig rauskam aus der Gussform, würde dann mit sehr viel Watt letztendlich mit dem Faserlaser, würde hier richtig schön tief einmal das Material rausgebrannt, nochmal gereinigt und dann später letztendlich eloxiert. Und dadurch ergeben sich einfach bei den Markings beziehungsweise bei den Markierungen sehr, sehr feine Konturen und sehr, sehr feine Linien. Und auch das hat eben VFC von der Lizenz wirklich super umgesetzt. Wunderbar, schöner Kontrast drin, schön eingeprägt einfach, macht qualitativ einen super Eindruck. Und auch beim Pistolengriff, der komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt ist, seht ihr ebenfalls vom Schützen aus links und rechts auch nochmal Sig Sauer direkt im Kunststoff eingeprägt. Also hier extra für den Pistolengriff letztendlich nochmal eine komplett neue Kunststoffform angelegt von VFC. Der Griff unterscheidet sich auch ein kleines bisschen zu der MCX. Er ist zwar von den Maßen her relativ identisch, aber der Winkel weicht ein bisschen ab und auch die Flosse hinten hoch oder Bevel Tail oder wie man das nennt, ist ein kleines bisschen höher. Aber das Ding liegt aufgrund des Pistolengriffs perfekt in der Hand, auch schön schlank im oberen Bereich. Hier kann man garantiert nichts irgendwie schimpfen und auch keine störende Wulst irgendwie am Griff dran, die ein bisschen stören kann. Der ist einfach sauber.
Und warum spreche ich heute überhaupt über den Griff? Wie gesagt, komplett neu angelegt, denn auch die Aufnahme bzw. die Motorplatte unten ist auch neu konstruiert und sehr geil umgesetzt. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht mehr 2 Schrauben drin, sondern ihr habt jetzt letztendlich nur noch hier vorne eine Schraube. Und dann wird das gesamte Innere oder das gesamte Bodenstück nur über ein Klemmsystem, über so ein Klicksystem links und rechts einmal gehalten. Und das ist einfach mega komfortabel. Bedeutet, ihr drückt da mit dem Schraubendreher rein, Klick, auf der anderen Seite Klick, dann könnt ihr das ganze Ding einfach rausziehen und kommt sofort am Motor ran. Also ihr müsst hier nichts irgendwie wegschrauben oder so, müsst keine Angst haben, dass ihr hier irgendwie die Gewinde kaputt macht, die gerne mal verschleißen da unten drin. Sehr, sehr guter Pistolengriff hier seitens VFC einmal umgesetzt. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der Schaft hinten. Da habe ich euch vorhin schon angesprochen. Natürlich Standard wie bei der MCX auch. Einmal diese Picatinny-Schiene hier hinten dran. Habt ihr alles vorhin schon beim Federschnellwechselsystem gesehen. Und das Ding sitzt hervorragend einmal dran. Bedeutet hier dieses gesamte Scharnier oder diese gesamte Arretierung von dem Schaft letztendlich komplett aus Stahl gefertigt und unheimlich straff gefedert. Bedeutet, wenn ihr das Ding einklappen wollt, müsst ihr das Ding mit brutal viel Kraft einmal hochziehen und dann eben einmal einklappen. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, wenn das Ding arretiert ist, das rastet sauber ein und ihr habt letztendlich in dem Scharnier absolut kein Spiel drin. Also das ist auch hier von der Passgenauigkeit wirklich gut umgesetzt, muss man sagen. Die Führung, das ist dann auch so eine Aluminium-Zink-Legierung oder sowas. Habt ihr vorhin schon gesehen, ist innen drin nur mit einer Schraube gesichert. Und dann habt ihr hinten den kleinen Minischaft, der sehr kompakt ist. Der ist komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und von der Qualität ebenfalls hervorragend. Bedeutet auch von der Oberflächenstruktur her so ganz leicht ein bisschen aufgeraut, ein kleines bisschen körnig. Wunderschön von den Konturen her, toll gegossen, keine Macken oder keine unsauberen Stellen irgendwie im Kunststoff vorhanden. Nur eben relativ viel Spiel hinten drauf. Wartet mal, ich kann es euch vielleicht mal so kurz herdrehen. Also der wackelt halt circa 5 mm da unten ein bisschen rum. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, es trübt letztendlich vielleicht ein kleines bisschen den Gesamteindruck. Aber wenn ihr das Ding im Anschlag in der Schulter drin habt, dann juckt es auch nicht mehr großartig. So, dann seht ihr ebenfalls Aufnahme-Trageriemen. Ihr könnt entweder hier unten einmal durchfädeln oder einmal direkt hier QD-Aufnahme. Diese ist aber nur vom Schützen aus auf der rechten Seite vorhanden. Ich habe jetzt da auch schon versucht, ein bisschen irgendwie rumzudrehen, ob ich sie vielleicht umdrehen kann, aber die läuft irgendwie frei, also da ist kein Gwind oder so drin. Vielleicht lässt es sich irgendwie lösen, aber standardmäßig halt nur vom Schützen aus auf der rechten Seite QD einmal vorhanden. Und natürlich hier irgendwie für einen One-Point-Sling findet ihr hier gar nichts, also nicht irgendwie hier nochmal eine Öse oder sowas dran. Da wäre es vielleicht cool gewesen, wenn SICK hier hinten bei dem Stahlteil vielleicht hier unten nochmal eine Öse irgendwie reingezogen hätte, damit man einen Karabiner oder einen Trageriemen One-Point zum Beispiel hier einfach anhaken hätte können. Das ist hier leider nicht der Fall. Dementsprechend muss man sich halt überlegen, wo bringe ich denn jetzt bei dem Teil meinen Trageriemen einmal an. Und abschließend in der Nahaufnahme noch kurz eben der Punkt oder die Wiederholung Thema Hop-Up einstellen. Jetzt einfach in meiner Nahaufnahme, damit ihr euch vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Vorhin zwar schon alles angesprochen, aber wenn wir jetzt den Spannhebel zurückziehen, dann seht ihr einfach, dass hier der Auswurf relativ klein ist und ihr letztendlich gerade einmal 5 mm habt von der Breite, um hier an das Rädchen hinzukommen. Und ich habe jetzt schon schlanke Finger und ich komme wirklich mit Ach und Krach einmal hin und muss auch relativ stark reindrücken, damit es quasi die Haut in dieses Rädchen reindrückt, damit ich hier einmal den Hop quasi einstellen kann. Also hier ein bisschen wenig Platz einfach vorhanden. Und wie vorhin auch schon angesprochen, nur 90 Grad möglich übers Rädchen. Das ist das Maximum von Minimum Hop auf Maximum Hop, maximal 90 Grad. Und auch läuft die Hop-Up-Kammer bzw. das Einstellrädchen ein kleines bisschen, ein bisschen kratzig. Auch das werden wir uns gleich bei den Internals selbstverständlich im Detail anschauen, warum das eben der Fall ist. So Leute, und dann muss ich leider noch ein paar Worte reinschieben zum Thema Demontage. Das werde ich euch heute nicht im Detail zeigen. Habt ihr vielleicht bei der MCX schon gesehen, bei der Virtus von VFC, geht letztendlich nahezu identisch. Aber dieses Bolt-Catch-System von der MPX ist der pure Hass einfach nur. Bedeutet, ihr habt hier seitlich einmal 2 kleine Gewindestifte drin. So, diese beiden kleinen Gewindestifte müsst ihr lösen.
Jetzt ist aber im inneren Bereich des Bolt Catch Levers ist ein kleiner Pin eingepresst. Bedeutet hier, ja, vielleicht könnt ihr es sehen, auf jeden Fall ist da ein Pin drin, so ein Stahlpin. Bedeutet, es ist euch standardmäßig oder es ist allgemein nicht möglich, den Bolt Catch irgendwie jetzt hier rauszubauen. Müsst ihr aber natürlich, ansonsten bekommt ihr die Gearbox nicht raus. So, und jetzt wird es mega ekelhaft, denn ihr müsst das Ganze mal umdrehen. Bolt Catch Lever bleibt drin. Wie gesagt, ihr löst nur die beiden Gewindestifte. Dann löst ihr den hinteren Pin, den mittleren Pin, zieht die Gearbox vorne, nur im vorderen Bereich, nach oben, bis einmal die Schraube hier rauskommt von diesem Lever-System. Und wie gesagt, da hängt ja die Feder auch noch dran. Bedeutet, ihr müsst da wirklich mit ein bisschen Schmackes vorgehen, die Gearbox hochziehen. Dann müsst ihr hier diese kleine Schraube von dem Hebelsystem, von dem Bolt Catch Lever einmal lösen und müsst den Lever einmal runterhebeln, damit er runterspringt. Und sobald er runterspringt, könnt ihr eben die gesamte Gearbox nach oben rausziehen. So, und das geht relativ einfach. Um das Ganze aber wieder zusammenzubauen, ist es noch fummeliger. Bedeutet, ihr seht, warum das Ganze, denn ihr könnt den Bolt Catch Lever auch nicht hier über diese Kante drüber bewegen. Seht ihr? Bedeutet, ihr könnt nicht irgendwie die Gearbox nach oben ziehen, weil der Bolt Catch Lever dann hier unten gegen die Kante dagegen drückt. Und weit genug rausdrücken könnt dann auch nicht. So, um das Ganze wieder einzubauen, baut ihr ganz normal seitlich euren Bolt Catch Lever rein an die Gearbox, schraubt das Ganze fest, muss natürlich gefedert sein. So, dann setzt ihr parallel dazu, wenn ihr die Gearbox nach innen in den Receiver reinschiebt, steckt ihr zunächst einmal den Bolt Catch Lever seitlich in die Öffnung rein von der gegenüberliegenden Seite hier. So, dann steckt ihr die ganze Gearbox langsam und parallel in den Receiver rein. So, dann werdet ihr irgendwann feststellen, dass es nicht weitergeht, da der Bolt Catch Lever einmal ansteht auf der Seite. So, und jetzt müsst ihr gleichzeitig beim Runterdrücken noch hergehen und müsst ganz vorsichtig hier den Bolt Catch Lever oder auf der Seite eben diesen Hebel runterdrücken über die Federspannung. Aber nicht zu weit, sonst springt der Bolt Catch Lever auf der anderen Seite, der Bolt Catch springt dann wieder raus. Also nicht zu weit runterdrücken. So, und dann nur so weit runterdrücken, dass ihr hier mit der Kante dann über den Receiver drüber kommt, ohne hier die ganze Eloxalschicht einmal zu vermacken. Und wie gesagt, ganz vorsichtig runter und dann parallel die Gearbox einmal absenken und dann eben nochmal kontrollieren, wenn sie drin ist. Und ihr drückt den, dass sich eben hier seitlich auch der Hebel dann entsprechend runter bewegt. Boah, Leute, das hat mich jetzt bestimmt eine Viertelstunde gekostet, bis ich das Ding da wieder drin hatte. Also gerade mal schnell eine Wartung machen, könnt ihr vergessen, es ist etwas nervig. Dann kommen wir selbstverständlich wie üblich wieder einmal zu den Internals und das habe ich euch vielleicht vorhin schon ein kleines bisschen gespoilert oder könnt ihr euch schon denken, das ist leider vom Preis-Leistungs-Verhältnis heute wieder eine derbe Enttäuschung. Ich möchte euch wieder alles im Detail einmal zeigen, es wird sich aber sehr, sehr viel wiederholen, denn die Internals sind schon zig Jahre alt und es sind letztendlich Standard Avalon Internals, wie man es von VFC einfach kennt. Bedeutet auch, wo man damals noch eine Knifte für 350 € gekauft hat oder 400 €, waren exakt die gleichen Internals einmal drin. Und das ist gerade beim Thema Elektronik wirklich enttäuschend. Dann habe ich auch gerade nochmal Rücksprache gehalten mit einem anderen Shop, der eben auch die VFC BCM vertreibt. Und die BCM von VFC kommt bereits von VFC mit einem EFCS-System. Bedeutet mit Zyklenüberwachung, mit Akkuabschaltung, Akkuüberwachung und Pipapo. Und jetzt bin ich, gut, vielleicht war ich ein bisschen leichtgläubig, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass jetzt alle VFC-Modelle, die eben neu kommen, auch ein EFCS drin haben. Ja, und das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, ihr habt es vielleicht vorhin schon mal ganz kurz gesehen, hier ist weiterhin das ganz normale, stinknormale kleine MOSFET von VFC drin. Ohne EFCS, keine Akkuüberwachung, keine Zyklenüberwachung oder sowas. Habt ihr vorhin auch vom Abzugsverhalten her gesehen. Wenn ihr ein bisschen schneller triggert, dann bleibt der Piston einfach stehen, da der Zyklus nicht abgeschlossen wird. Und das bei einem Preis für 720 €. Na, gute Nacht, Leute. Also, sprechen wir es wieder einmal im Detail durch. Beginnen wir auch heute wieder bei der Gearbox Shell und bei der Lagerung. Stinknormale VFC V2 Gearbox, dementsprechend natürlich auch wieder zu Retro-Arms, VFC kompatibel, bedeutet beidseitiges Feuerwahlhebelsystem mit der Versenkung hier und mit der Senkung einmal hier hinten drin und dementsprechend eben auch zu Retro-Arms zum Beispiel kompatibel. Zu der Original VFC Gearbox habe ich euch schon öfters mal was angesprochen in den letzten Reviews. Die ist gerade selbst im Vergleich zu sehr günstigen China Gearboxen, zum Beispiel zu dieser Syma CM097 Gearbox,
ist das Ding von der Haltbarkeit her sogar schlechter, obwohl das Ding so teuer ist. Auch eine G&G, eine G2, eine G2H ist auch deutlich robuster wie das Teil. Denn letztendlich hat man hier eine handelsübliche, stinknormale V2. Bedeutet hier vorne, oben nicht irgendwie verstärkt, auch im inneren Bereich hier nicht irgendwie verstärkt, kein Nut- und Federsystem außenrum, nur hier einmal bei der Bohrung, keine Radien drin, sondern richtig schön scharfkantig hier im vorderen Bereich, wo der Zylinder drin liegt. Und dementsprechend kommt es halt bei VFC-Gearboxen immer mal wieder vor, dass die einfach euch hier oben einmal einreißen und entsprechend abbrechen. Aber natürlich auch wieder nur darauf bezogen, wie hoch geht man denn bei der Energie. Ich meine, das Ding kommt jetzt out of the box mit 1 Joule bis 1,1 Joule und das finde ich für so eine MPX vollkommen ausreichend. Bedeutet, es ist einfach so eine schöne, kompakte CQB-Knifte, die man in den Hallen spielt oder auf sehr kleinen, kompakten Geländen. Da ist das in Ordnung. Bedeutet, es ist keine Knifte, wo ihr einfach 2 Joule reinbuttert. Das geht aufgrund der Lauflänge so oder so nicht. Bedeutet, so wie die Waffe eigentlich vorgesehen ist für den CQB-Einsatz, sage ich mal bis 1 Joule, würde ich das Ganze aber heute nicht ganz so kritisch sehen. Denn wie gesagt, das hält die Gearbox aus. Würde man jetzt hochgehen wollen mit dem Ding auf 1,3, 1,4, 1,5, dann braucht man halt aufgrund der Lauflänge irgendwann eine 140er Feder oder sowas. Und das wird die Gearbox definitiv nicht lange mitmachen. Also hier, wie gesagt, alles Standard, relativ günstig, muss man sagen, etwas veraltet. Aber für den Einsatzbereich und für was die MPX einfach ausgelegt ist von der Energie, ist das Ganze auch in Ordnung, muss man sagen. Wäre das Ganze jetzt eben eine Langwaffe mit deutlich mehr Energie, dann wäre das Ganze in meinen Augen doch etwas kritischer gewesen. So, dann Federschnellwechselsystem, habt ihr vorhin schon gesehen, genauso wie bei der MCX. Hinten einmal dieser Zinkguss Spring Guide einmal drin, da müsst ihr halt aufpassen, da passt natürlich nur dieser, kein anderer, da ihr natürlich im hinteren Bereich einmal die Picatinny habt für die Aufnahme vom Schaft hinten. Habt ihr vorhin schon gesehen, glaube ich, oder habe ich euch schon gezeigt. Bedeutet, hier hinten im Receiver geht das Ganze einfach einmal so rein, dann dreht das rum und dann hängt der Spring Guide letztendlich da hinten drin und bildet gleichzeitig einmal eure Picatinny hier hinten dran. So, das Ganze ist, wie gesagt, das Ganze ist nur aus Zink gefertigt, kein Stahl oder sowas. Und was ihr auch seht, kein Axiallager drauf. Bedeutet weder hinten am Spring Guide ein Axiallager, noch später innen drin am Pistonhead ein Axiallager verbaut. Es sind aber allerdings solche Gleitringe, also Gleitscheiben oder so Unterlegscheiben sind einmal drin verbaut, auch vorne am Pistonhead. Bedeutet ja, das Ganze wird jetzt nicht über ein Axiallager irgendwie nochmal gelagert, die Feder, aber zumindest über solche Scheiben. Es ist schon mal ein Anfang. Ein Axiallager vorne am Pistonhead hätten sie dort dennoch ganz gerne mal einbauen können. So, und eben von der Energie, die Standardfeder, ich kann es euch nicht genau zu 100% sagen, aber das müsste eine M100 bis maximal M110 sein. Und wie gesagt, das Ganze auch locker ausreichend. Wollt ihr runter unter die 1 Joule auf 0,9? Ich würde einfach mal eine M100 probieren und wenn sie dann doch zu stark abfällt, sage ich mal auf 0,8 oder so, dann könnt ihr mit den Rest einfach über solche Federwasher oder so Spring Guide Washer oder so Spring Guide Scheiben einmal angleichen. Also einfach vielleicht nochmal um 2-3 mm ein bisschen mehr vorspannen, damit man genau auf diese 0,9 bis maximal 1 Joule einmal kommt. Aber wie gesagt, das Ganze ist spielfeldabhängig. So, das soll es gewesen sein. Jetzt noch kurz zur Lagerung. Auch hier braucht man nichts großartig ansprengen. Es sind Standard 8 mm Kugellager drin verbaut und das an jedem einzelnen Gear. Bedeutet auch auf der gegenüberliegenden Seite, ach warte, ich mache es nochmal ganz kurz auf. Hier ebenfalls komplett 8 mm Kugellager, komplett einmal gelagert und diese sind aber auch von VFC sehr gut und sauber einmal eingepresst. Also die fallen euch nicht irgendwie raus und sie laufen auch schön frei, also sind nicht zu stark gequetscht letztendlich. Also Passung vom Lagersitz, Lage in Ordnung und auch hier muss man sagen, in Bezug wieder auf die Energie ist das Ganze in Ordnung. Wie gesagt, wäre das Ding jetzt irgendwie mit 1,4, 1,5 gekommen, dann wären vielleicht Stahlaufbuchsen ein bisschen besser geeignet gewesen, aber für die Energie 8 mm Lager vollkommen in Ordnung. Und wie vorhin eben auch schon angesprochen, Thema EFCS sucht er leider vergebens. Ganz normal die alte Avalon-Platine drin, ist letztendlich ein ganz normales MOSFET drauf. Also hier zumindest schon mal vielleicht positiv, man kann ohne Probleme 11,1 Volt nutzen, da eben ein MOSFET vorhanden ist. Aber so Geschichten wie Zyklenüberwachung sucht ihr hier komplett vergebens. Und ich habe es euch vorhin auch schon gezeigt, wenn ihr dann ein bisschen zu schnell triggert, dann bleibt der Piston einfach in der Hälfte einmal stehen, bleibt vorgespannt einmal stehen, der Zyklus
wird nicht jedes Mal vollständig und sauber abgeschlossen. Ich habe keinen Mikrotaster, sondern immer noch dieses alte Switch-System, was schon seit zig Jahren einmal überholt wurde durch Mikroschalter. Also Thema Elektronik für den Preis ein absolutes No-Go meiner Meinung nach. Und wie gerade eben auch schon angesprochen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass VFC hier auch ihr eigenes oder hauseigenes EFCS-System einmal reinbaut. Denn die letzte Knifte, die von VFC gekommen ist, das war die BCM. Und hier hatten sie eben ihr eigenes EFCS drin. Ja, und das Ding kostet jetzt 720 € und es ist kein EFCS drin. Das kann es doch nicht sein. Bedeutet, die Hardcore-Liebhaber, die unbedingt so eine Knifte haben wollen, so eine MPX, die können gleich nochmal im Einkaufswagen gleich nochmal einen Aster oder einen Titan oder einen Perun oder einen Leviathan oder eine AICU oder whatever einfach nochmal dazu kaufen für 150 bis 200 €, damit sie ein anständiges EFCS drin haben. Ansonsten macht das Ding halt nicht ganz so viel Spaß. Wie gesagt, das Abzugsverhalten ist nicht ganz so spritzig, der Motor ist langsam, das Ding kann euch vielleicht sogar jammen, wenn der Akku ein bisschen leerer wird. Also hier Elektronik definitiv ausbaubar und muss ich leider heute auch in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis als Kritikpunkt geben. Bei den Gears dürfen wir natürlich auch nicht zu viel erwarten. Es ist leider ihr Standard 18:1er gesintertes Stahl-Gear-Set drin verbaut. Und ja, VFC hat in der Fabrik auch 16:1er rumliegen. Haben wir zum Beispiel bei der SSR 15 uns damals, glaube ich, angeschaut. Und in den Avalons waren, glaube ich, auch 16:1 drin. Ich habe das Gearset für euch nachgezählt, die Zähne umgerechnet. Das ist ganz normal 18:1. Also auch hier Standarduntersetzung letztendlich. Das Einzige, was letztendlich an dem Gearset ein bisschen erfreulich ist, es sind jetzt keine 4 Positionen unten am Bevel Gear für den Anti-Reversal, sondern es sind 5. Es gibt aber auch Bevel Gears, die haben 8 Positionen. Und je mehr Arretierungspositionen, desto weniger ist die Knifte Jam anfällig. Also hier auch ein bisschen, ja, gibt's Besseres meiner Meinung nach. So, und was natürlich auch schade ist, jetzt hatten wir hier gerade mal eine Lauflänge von 170 mm drin und VFC baut ja hier ein volles 16 Zahn Sector Gear ein. Ne? Also komplett, die Feder wird komplett aufgezogen, obwohl für die Lauflänge absolut unnötig. Und dementsprechend auch der Zyklus ein bisschen unnötig langsam, beziehungsweise das System einfach nicht so schön spritzig wie andere moderne Systeme. Und selbst G&G hat es mittlerweile hinbekommen oder schon seit 3 Jahren hinbekommen eigentlich, in ihren Systemen einen Short Stroke mit 13 Zähne einzubauen. Und wie gesagt, hier VFC weiterhin 16 Zähne. Ein bisschen unnötig meiner Meinung nach. Bedeutet einfach, wer jetzt so eine MPX liebgewonnen hat und das Modell unbedingt haben möchte und auch aufs Geld vielleicht etwas weniger schauen muss, ich würde umgehend ein 13:1er Gearset reinmachen mit einem 12-Zahn-Stroke oder einem 13-Zahn-Stroke. Bedeutet deutlich weniger Zähne am Sector Gear und das Ganze dann mit einem gescheiten Motor kombinieren. Vermutlich hat auch VFC sich für dieses Gearset entschieden, da auch der Motor nicht wirklich viel Power hat. Aber da kommen wir gleich später dazu. Also wie gesagt, man kann jetzt nichts schimpfen, es ist halt ein 0815 Standard Gearset, aber auch hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man natürlich bei anderen Herstellern heutzutage etwas Besseres. Qualität oder Materialbelastbarkeit würde ich gar nicht kritisch sehen, das ist in Ordnung, aber auch vom Laufverhalten, ihr habt es vorhin gehört, die Dinger sind perfekt eingeschimmt, also wirklich richtig sauber eingeschimmt, aber dennoch kreischt das Ding doch relativ stark, muss man sagen. Auch bei den restlichen Komponenten von der Gearbox finden wir natürlich absolut keine Innovationen vor, nichts irgendwie Neues, sondern Standard VFC Internals, die man schon seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder sowas drin verbaut hat. Aber da möchte ich jetzt darauf eingehen, bei den Gears und beim Motor, das sehe ich gerade bei den Zyklenzeiten und wie das System einfach anspricht, etwas kritisch. Die restlichen Komponenten, Zylinderset, Pistonset, Nozzle, Tappet Plate, das ist alles für die Energie, was die MPX hat, erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Bedeutet, das würde ich gar nicht so kritisch sehen. Aber auch hier wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, Zylinder ist ein Aluminiumzylinder, ist ein Typ C mit Volumenreduzierung. Zylinderhead vorne ganz normal Standard V2 aus Kunststoff gefertigt, Plastik mit einem relativ dünnen Sorbo-Pad einmal hinten drauf, also auch das geht heutzutage ein bisschen schöner vom Sorbo, aber wie gesagt für 1 Joule, 1,1 Joule locker ausreichen und auch die Abdichtung zwischen Zylinder und Zylinderhead ist hier wirklich gut, auch wenn nur ein O-Ring drauf verbaut ist, langt locker aus. Wie gesagt, das passt soweit und auch mit der Volumenreduzierung, wie gesagt, Typ C-Zylinder, die Hublänge liegt hier bei 40, wartet mal, ich habe es mir notiert auf meinem Spickzettel, Hublänge waren 40 mm, bedeutet
Vordere Kante bis einmal Volumenreduzierung 40 mm und es gibt natürlich ein unheimlich hohes Verhältnis vom Volumen von stolzen 3, wo waren wir daheim? Moment. 3,6:1. Also 3,6:1 vom Luftvolumen zum Lauf. Bedeutet, wenn ihr das Ding 0,45 reinknallen wollt, ja, macht's, spricht absolut nichts dagegen. Und wie gerade eben bei den Gears auch schon angesprochen, selbst wenn ihr hier nur mit einem 12-Zahn Shortstroke fahrt oder mit einem 13-Zahn Shortstroke, langt es immer noch locker aus. Ihr habt immer noch über 3,0 oder 3:1 vom Volumen her. Also wie gesagt, Volumen locker ausreichend. Dementsprechend auch die Überlegung, auf ein Shortstroke Gearset eventuell zu tauschen, wenn man das System ein bisschen spritziger haben möchte. Aber wie gesagt, für die Energie ist es in Ordnung. Würde jetzt auch hier wieder die Knifte mehr Energie haben, wenn VFC jetzt hier wieder versucht hätte, mit Ach und Krach irgendwie 1,5 Joule reinzukitzeln, dann wären diese Komponenten nicht ganz gut geeignet gewesen. Auch der Piston und der Piston-Head können wir nix schimpfen, auch das vollkommen in Ordnung. Ist ein PA-Piston, also Polyamid mit Glasfaseranteil, hört man auch wieder, wenn man draufklopft, vom Klang her PA. Das Ganze jetzt zwar nicht komplett mit Stahlzähnen unten, sondern ihr seht wieder der Standard VFC-Piston, wie man einfach kennt, mit den vorderen Zähnen nur aus Stahl. Aber wie gesagt, für die Energie, was das Ding leisten soll, locker ausreichend. Locker ausreichend. Irgendwann natürlich, wenn ihr jetzt anfangt, sehr schnell zu gehen, vom Motor, von den Zyklen, Zeiten her, von den Gears, dann kann es schon passieren, dass hier hinten halt irgendwann mal der Kunststoffzahn weg ist oder hier sich ein bisschen mehr abnutzt aufgrund der Geschwindigkeit. Aber dann kann man immer noch mal hergehen und kann irgendwann mal einen etwas besseren Piston reinmachen. Aber wie gesagt, out of the box, absolut nichts Kritisches. Der Pistonhead ist aus Aluminium gefertigt, vollkommen in Ordnung. Er reibt und kratzt auch nicht irgendwie im Zylinder drin. Also passt entsprechend einmal vom Durchmesser, aber halt eben ohne Axiallager innen drin. Bedeutet, die Feder liegt innen drin letztendlich auf einer Kunststoffscheibe auf. Bedeutet, hier wäre vielleicht ein Axiallager noch recht schön gewesen. Aber wie gesagt, für die Energie absolut nichts Kritisches. Auch die Nozzle ist vollkommen in Ordnung, gerade im Vergleich zu den letzten Kniften, die gerne mal ein paar Probleme mit den O-Ringen hatten von der Nozzle. Ist jetzt hier bei VFC nicht der Fall, bedeutet, es ist eine Standard M4 Nozzle, Länge sind hier 21,15 mm und das Ganze aus Kunststoff gefertigt. Aber das ist erstmal in Ordnung und auch der O-Ring innen drin, also ein O-Ring für die Abdichtung, sitzt hervorragend auf dem Stutzen, bedeutet, der dichtet einfach sauber ab. Bedeutet hier der Übergang zwischen dem Stutzen vom Zylinderhead zur Nozzle ist 1A passend. Die Nozzle läuft auch nicht zu leichtgängig, nicht irgendwie zu straff, sondern die passt einwandfrei. Minimal ist ein kleines bisschen Luft, aber wie gesagt, der O-Ring passt und dementsprechend dichtet auch die Nozzle hervorragend ab. Und was ich auch wieder gut finde, eben VFC hier keine Nozzle verbaut mit einer ewig langen Phase vorne dran, sondern das Ganze eher wie bei den Begadi-Nosseln oder wie auch bei den EPES-Nosseln vorne einfach nur ein bisschen abgerundet. Und diese Nosseln dichten einfach ein bisschen schöner zu den meisten Buckings ab und ebenfalls ist es vom Feeding her ein bisschen schöner, da die Nozzle mit der Rundung etwas kürzer sein kann, wie wenn sie eine Phase vorne drin hat. Also hier super Nozzle, wie gesagt, ist zwar nur aus Kunststoff, nicht aus Alu, aber auch das ist vollkommen in Ordnung und funktioniert tadellos. Und dann lasst uns abschließend noch ein bisschen über den Motor sprechen. Und das habe ich euch vorhin auch schon angesprochen. Das ist leider wirklich ein sehr schwacher Motor. Gerade im Vergleich zu anderen Systemen heutzutage auf dem Markt und selbst wenn man nach China schaut, Syma High-Torque-Motor, Neodyn-Magneten drin, Specna Arms, ebenfalls China, Neodyn-Magnetenmotor drin, diese ganzen Begadi-Kniffen, Neodyn-Magnetenmotoren drin. Die haben einfach Power ohne Ende und die Systeme sind spritzig, sie sind schnell, machen einfach unheimlich viel Spaß heutzutage. Ja, in dem Zeitalter ist aber VFC immer noch nicht angekommen. Es ist ein ganz normaler Ferrit-Magnetmotor drin. Und das Ding zieht echt die Butter nicht vom Brot. Also unheimlich langsam von der Zyklenzeit her. Wir waren hier, Moment, ich habe mir die ganzen Werte mal rausnotiert. Der Zyklus lag bei einem randvoll geladenen 11,1 Volt LiPo. Bedeutet, bei 12,6 Volt Spannung lag der Zyklus gerade mal bei 83 Millisekunden. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Standard Ares, die auch von den Internal so, naja ist, sage ich mal, drückt schon 60 bis 65 Millisekunden und da ist das Ding noch langsamer. Also wie gesagt, sehr langsam vom Zyklus, der Verbrauch und die Ströme sind aber in Ordnung.
Bedeutet, hier hat man einen Verbrauch pro Schusszyklus von 0,63 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Auch die Amperes oder die Ströme sind in Ordnung. Gerade einmal 54 Ampere im Peak, 37 Ampere für den Zyklus. Und auch nach 150 relativ schnellen Schüssen baut der Motor relativ wenig Temperatur auf. Bedeutet, da lag ich gerade mal bei 43 Grad Celsius. Bedeutet, euch kugelt jetzt nicht sofort irgendwie der Pistolengriff ab. Ja, aber natürlich, wie soll er denn Temperatur aufbauen? Es kommt ja keine Leistung raus, ne? Ist wie beim Auto. Schüttet man kein Benzin rein, kommt halt nichts raus. Also, oder beziehungsweise schüttet man kein Oktan rein, kommt halt nichts raus. Also, wie gesagt, ein Motor, auch hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch in der aktuellen Zeit einfach deutlich überholt. Deutlich überholt. Bedeutet, da würde ich auch wieder hergehen. Es muss ja nicht gleich wieder irgendwie ein Warhead sein, sondern einfach ein guter Bürstenmotor mit Neodynmagneten, vielleicht 40, 50 Euro. Und da würde das System einfach nochmal deutlich schneller, deutlich spritziger einmal werden. Also Motor bekommt er bei AliExpress für 5 Euro so ein Ding da. Gut Leute, und abschließend wieder kurz Thema Lauf- und Hop-Up-System. Lauf, wie vorhin schon angesprochen, stinknormaler AEG-Lauf aus Messing. Das Ganze mit einer Länge von 170 mm und einem Innendurchmesser von Standard 6,08 mm. Ja, gut, ich meine, von einem China-Hersteller oder von einem 0815-Hersteller bekommt man heutzutage schon 603er Läufe. VFC verwendet halt immer noch 608er. Sehe ich aber absolut nicht kritisch heute. Für so eine Lauflänge in so einer CQB-Knifte ist es locker ausreichend. Also da wird euch auch ein Tuninglauf oder so, bringt euch da eigentlich gar nichts. Dementsprechend Lauf, ja, Standard 608, Standard Messing, passt schon. So, und jetzt mal ganz kurz im Detail nochmal zurückzukommen auf die Hop-Up-Kammer. Habe ich euch vorhin beim Einstellen schon ein bisschen was angesprochen. Das möchte ich heute noch ein bisschen verfeinern, das Thema. Hop-Up-Kammer ist ganz normal einmal aus ABS Kunststoff gefertigt, ist eine stinknormale AR-15 Hop-Up-Kammer, aber zum Einstellen leider meiner Meinung nach nicht ganz so perfekt. Ich habe gestern auch schon mit Marc kurz gesprochen, der hat auch eine MPX. Der meint, er hat überhaupt gar keine Probleme. Ich habe es vorhin aber schon angesprochen, seitlich zum Einstellen, man kommt relativ bescheiden hin, finde ich zumindest. Also das geht bei einer AR-15 etwas schöner, auch wenn das Rad recht groß vom Durchmesser gewählt ist, aber auch vom Einstellweg und vom Einstellen selbst nicht ganz so schön umgesetzt vom VFC. Bedeutet, erstens mal läuft das Rädchen total kratzig und hagelig. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Wartet mal, wenn ich hier versuche zu drehen. Merkt ihr das? Es hakt und kratzt und reibt. Also das geht alles andere als irgendwie schön zum Einstellen. Und dann ist aber auch der Einstellweg über den Helix extrem limitiert. Bedeutet, warte mal, ich suche mal den Punkt von dem Helix. Oder ich zeige es euch dann gleich nochmal im Detail. Auf jeden Fall ganz kurz vom Einstellweg her, wenn wir uns einfach mal zum Beispiel den Spannring oder diesen Klemmring hier als Ansatzpunkt nehmen. Nehmen wir mal an, hier wären wir auf Minimum Hop. Dann haben wir gerade einmal 90 Grad. Bedeutet Minimum Hop, Maximum Hop zum Einstellen. Und dadurch legen wir natürlich bei wenig Rotation deutlich mehr Weg über den Tensioner zurück. Bei anderen Hop-Up-Kammern, da könnt ihr das Ding halt um 180 oder sogar 270 Grad komplett einmal rumschrauben und dementsprechend baut sich einfach der Druck auf den Tensioner deutlich feiner und deutlich langsamer auf. Also das geht meiner Meinung nach deutlich zu grob. Und das möchte ich auch ganz kurz mal zeigen, denn ich verstehe auch nicht, warum VFC das so umgesetzt hat. So, nehmen wir mal den Ring da hinten weg und dann ziehen wir mal das Einstellrädchen runter. So, und dann schaut euch mal das Einstellrad von hinten an. Seht ihr das? Ihr habt hier lauter solche Cuts drin, in dem ganzen Einstellrädchen. Aber der Tensioner letztendlich läuft nur hier oben. Nur hier ist der kleine Helix drin. Und hätten sie jetzt einfach den Höhenunterschied von dem Helix, von dem Punkt bis von mir aus bis zu dem Punkt gemacht, dann hätten wir einfach deutlich schöner, deutlich feiner den Hop einmal aufbauen und justieren können. Also das ist auch ein bisschen arg grob, verstehe ich jetzt auch nicht, was sich VFC dabei gedacht hat, denn genügend Weg oder genügend Material ist ja hier locker einmal vorhanden. Also wie gesagt, dementsprechend ein kleines bisschen grob, und auch wenn ihr euch das Rädchen jetzt mal von innen anschaut, seht ihr das vielleicht? VFC lässt das Ganze nicht einfach über einen O-Ring laufen, damit es einfach stufenfrei und schön smooth läuft, sondern VFC hat sich gedacht, wir machen hier einfach so ein paar Zähne rein.
Das seht ihr, das sieht aus wie so ein innenliegendes, wie so ein Zahnkranz von einem Zahnrad. Und dadurch habt ihr aber auch auf der Hop-Up-Kammer einfach dieses Reiben ein bisschen, dieses Kratzen. Mal läuft es schon sauber, dann bremst es wieder, dann hakt es wieder ein bisschen. Aber wie gesagt, das finde ich halt, ja, für eine Knifte für 720 € nicht ganz so toll umgesetzt. Auch der Rest vom Hop-Up-System brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Es ist ein stinknormales 0815 Hop-Up-Bucking drin verbaut. Relativ weich, das Ganze müssen 50 Short-Bucking sein. Aber wie gesagt, von der Patchfläche 0815, also nur Pornobalken letztendlich hinten runter. Dementsprechend Kugelgewicht wieder etwas limitiert. Und auch der Tensioner ist natürlich ein stinknormaler Standard 3 mm Tensioner. Das Ganze aber im Vollmaterial. Bedeutet auch hier mit dem Bucking sehr weich und nur Pornobalken. Wenn ihr jetzt mit dem Ding 0,3 Gramm spielen wollt, ja, dann macht ihr da 0,3 Gramm rein und das wird auch am Anfang mal gut funktionieren. Aber ihr werdet einfach diese Patchfläche sehr, sehr schnell verschleißen. Also wenn ihr mit dem Ding 0,28, 0,3 oder 0,32 Gramm spielen wollt, weil das Volumen macht es ja locker mit, dann würde ich definitiv Hopper Bucking und auch den Tensioner würde ich umgehend wechseln. Meiner Meinung nach, das ist ja total überholt eigentlich. Hier aber vielleicht erfreulich, ihr könnt in die Original Hop-Up-Kammer alles problemlos reinzimmern, was ihr wollt. Also ob ihr jetzt irgendwie so Bugatti Fly, Bugatti MAG, Maple Leaf MR, Maple Leaf Macaron oder whatever, die ganzen Hop-Up-Buckings sind alle mit der Hop-Up-Kammer kompatibel und auch der Durchgang oben ist lang genug, damit ihr hier problemlos etwas längere Tensioner mit bis zu 6 mm einmal nutzen könnt. Ich würde ein Standard 5 mm System reinmachen. Ob man jetzt ein R-Hop-Bucking braucht, sei mal dahingestellt für eine CQB-Knifte. Aber wie gesagt, alles problemlos kompatibel und dementsprechend, wenn einfach das Hop-Up optimiert werden soll, für wenig Geld das Ganze einmal umsetzbar. Besseres Bucking, bessere Tensioner und fertig. Dann hat sich die Geschichte einmal erledigt. Gut Leute, ich baue die Kiste wieder zusammen und wir sehen uns abschließend zum Fazit. Gut, Gentlemen, somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und es fehlt natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit. Auch dieses werde ich heute wieder als grobe Zusammenfassung filmen, damit auch die Zuschauer, welche sich eben nur das Fazit anschauen, auch so eine ganz grobe Übersicht bekommen, was die letzten 1,5 Stunden vielleicht einmal vor sich gegangen ist. Beginnen wir also erstmal bei den Pluspunkten. Wo sehe ich die MPX jetzt vorne? Zunächst mal muss man sagen, die gesamte Verarbeitungsqualität von dem Modell ist einfach nur wieder hervorragend in Bezug auf die Externals. Und hier bitte heute Verarbeitungsqualität nicht mit Passgenauigkeit verwechseln. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Aber wir kennen einfach, VFC kann einfach geile Externals bauen. Wir kennen es auch von der MCX. Wir kennen die ganzen Heckler- und Koch-Kniften, HK416, A5, MG4, G28. Das kann einfach VFC und dementsprechend auch hier wieder Vorderschaft, gesamter Receiver, Schaft hinten wunderbar einmal umgesetzt. Auch hinten das Scharnier nicht irgendwie aus Zinkguss gefertigt, sondern direkt aus Stahl. Und es ist einfach geil. Also gesamte Externals Verarbeitungsqualität, Hut ab, richtig, richtig lecker. Der nächste Pluspunkt auf der Liste ist dann natürlich, das Modell ist unheimlich kompakt und gerade für den CQB-Bereich sehr agil einsetzbar. Schön klein, schön kompakt, lässt sich toll führen, liegt toll im Anschlag drin. Hervorragend, würde ich auch einen Pluspunkt geben. Aber auch das ist jetzt kein Pluspunkt, der irgendwie im Vergleich zu anderen kompakten Kniften irgendwie heraussticht. Bedeutet im Vergleich zum Beispiel ARP9 oder so eine SMG 45 oder LWRC 45. Alle kompakten Kniften und da reiht sich einfach diese MPX jetzt einmal mit ein. Was man aber hier noch als zusätzlichen Pluspunkt vielleicht geben kann, auch dieses Modell ist natürlich komplett ambidextrous oder beidseitig nutzbar. Feuerwahlhebel komplett beidseitig, Magazinauswurf geht zwar bei meinem Modell relativ straff, aber funktioniert auch beidseitig und auch der Verschlussfang ebenfalls auf beiden Seiten mit Funktion. Tipptopp, ambidextrous gebe ich einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt auf der Liste ist dann natürlich auch die gesamte Lizenz. Hier alle Original Markings, Sig Sauer, MPX einmal wunderschön drauf angebracht, nicht nur irgendwie drauf gelasert, sondern richtig schön tief eingeprägt auf dem Receiver und ebenfalls im Pistolengriff nochmal Sig Sauer richtig schön tief in den Kunststoff einmal eingeprägt. Macht einiges her und dementsprechend, wer da einfach Wert drauf legt, auf Original Markings, Lizenzknifte, der kommt hier so oder so nicht dran vorbei. Also hier Lizenzumsetzung ebenfalls hervorragend.
Kommen wir zum nächsten und auch letzten Pluspunkt auf meiner Liste. Das ist das Federschnellwechselsystem. Das habe ich euch gezeigt. Ganz normal wie bei der MCX auch hier den Schaft lösen von der Picatinny. Und dann habt ihr letztendlich hinten in der Picatinny direkt den Spring Guide drin. Und dementsprechend könnt ihr dieses Modell relativ zügig minimalst erhöhen, aber sehr stark drosseln. Warum das Ganze? Im Regelfall oder die letzten paar Male hatten wir immer diese Kombination im Fazit. Federschnellwechselsystem und Flexibilität. Flexibilität ist heute nicht ganz so gut, denn natürlich ist die Limitierung hier die Lauflänge. 170 mm und dementsprechend kommt ihr so oder so mit dem Original-Internals, die hier drin sind, würde ich so oder so nicht höher wie maximal 1,2 oder vielleicht 1,3 Joule gehen. Ansonsten reißt euch vielleicht die Shell irgendwie oder der Piston geht kaputt, die Gears oder der Motor raucht euch ab. Also hier nicht unbedingt für mehr Energie ausgelegt, aber runter könnt ihr immer. Ob ihr das Ding vielleicht sogar mal als 0,9 Joule Version spielen wollt, vielleicht mit einem anderen Gearset, wie gesagt, mit dem Stroke dann, ist mit dem Federschnellwechselsystem natürlich möglich. So, das soll es mit Pluspunkten schon gewesen sein. Jetzt lasst uns über die Neutralpunkte sprechen und das sind wieder die Punkte, die ich euch jetzt nicht 100% sagen kann, da es gegebenenfalls Unterschiede je nach Modell gibt. Gerade eben auch Rücksprache mit dem Mark gehalten oder mit dem Gecko, der hat auch eine MPX. Oder die Punkte seht ihr vielleicht komplett anders wie ich. Fangen wir hier bei dem großen Neutralpunkt an, das ist das gesamte Thema Magazin. Das Ding hier. Zunächst einmal zum aktuellen Zeitpunkt gibt es in mehreren Shops die MPX. Ja, aber die Magazine bekommt ihr nicht her. Bedeutet, ihr könnt euch jetzt eine Knifte kaufen und habt halt ein Magazin. Also hier relativ schwach, muss ich sagen, zum Release in Deutschland. Nirgendwo Ersatzmagazine verfügbar. Das finde ich schon mal sehr, sehr traurig. Und der nächste Punkt ist, in Spanien Ersatzmagazine gefunden für 40 Euro. Bedeutet, wenn die in Deutschland mal erhältlich sein sollten und die kosten wirklich 40 Euro, dann finde ich ebenfalls das Preis-Leistungs-Verhältnis für ein bisschen Plastik leider zu teuer. Da sind wir ja schon fast auf GBB-Niveau. Und wie gesagt, hier teuer. Und der nächste und letzte Punkt beim Thema Magazin habe ich euch gezeigt. Bei meinem Modell gehen die Magazine unheimlich schwer in den Magazinschacht rein und ihr müsst auch zum Lösen relativ nicht, aber ihr müsst ein bisschen dran ziehen oder ein bisschen dran noddeln, damit es herausbekommt. Und das ist eben zum Beispiel beim Mark nicht der Fall. Bedeutet, der Mark hat zu mir gesagt, bei ihm funktioniert es hervorragend. Bedeutet, hier sieht man vom Schützen auf der linken Seite, da nutzt sich der Kunststoff, der schabt sich da ein kleines bisschen ab. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass wenn ihr da vielleicht 30, 40 Mal das Magazin rein, raus macht, dass sich dann der Kunststoff abschabt und dadurch das Magazin dann etwas leichtgängiger arretiert. Kann ich euch aber natürlich jetzt nicht sagen, denn ich möchte jetzt das Ding auch nicht irgendwie kaputt schrabbeln, denn es ist natürlich nicht mein Eigentum. Aber wie gesagt, hier vielleicht auch je nach Modell ein paar kleine Unterschiede, kann ich euch aber nur so zeigen, wie jetzt letztendlich das Modell ist, wie es ich bekommen habe. Und bei mir gehen einfach die Magazine sehr straff rein. Also man muss einfach immer mit ein bisschen Schmackes einmal die Magazine rein prügeln in den Magazinschacht. Dementsprechend hier großer Neutralpunkt Thema Magazin. Der nächste Neutralpunkt auf meiner Liste, jetzt habe ich euch vorhin einen Pluspunkt gegeben, Verarbeitungsqualität und jetzt gebe ich persönlich noch einen Neutralpunkt auf das Thema Passgenauigkeit. Vielleicht bin ich hier ein bisschen knausrig und ihr seht es vielleicht ein bisschen anders, aber ich erwarte mir vielleicht gerade bei 700 Euro von VFC ein kleines bisschen eine engere Toleranz, minimals, denn hier sind hier sind 3 Punkte, die sind auf China-Niveau und nicht Taiwan-Niveau. Vorderschaft, habe ich euch gezeigt, hat hier vorne circa 1 mm Luft. Bedeutet, die ganze Picatinny hier oben hat auf einmal 1 mm Versatz und dann wackelt der ganze Vorderschaft da ein bisschen drauf rum. Darf meiner Meinung nach bei 700 Euro nicht der Fall sein. Auch der Receiver ist super von der Umsetzung her. Das hat VFC richtig geil gemacht. Aber auch dieser wird im hinteren Bereich nicht komplett press irgendwie arretiert, sondern der kann auch hier hinten auf dem Lower circa 0,5 mm links, rechts ein bisschen rumwackeln. Nichts Kritisches, aber wie gesagt, gerade in Bezug auf den Preis muss man es vielleicht ansprechen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und der letzte Punkt ist auch der Schaft hinten. Der hat auch im Vergleich zu anderen Herstellern, oder was heißt zu anderen Herstellern nicht, aber zu anderen Kniften ein bisschen arg viel Luft. Der wackelt da doch relativ stark hinten drauf rum und dadurch klappert einfach das Modell ein kleines bisschen. Könnte man vielleicht natürlich mit ein bisschen ISO-Band
ganz schnell fixen, aber bei 700 Euro spreche ich es zur Sicherheit mal an. So, nächster Neutralpunkt, und da werdet ihr euch ein kleines bisschen wundern, das hätte man gegebenenfalls sogar als Kritikpunkt geben können. Das sind die gesamten Internals. Warum gebe ich diese nicht als Kritikpunkt, sondern als Neutralpunkt? Natürlich ist Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die Internals ist einfach nur sauteuer, beziehungsweise Preis-Leistung stimmt hinten und vorne nicht. Bedeutet, man bekommt bei einer Knifte für 280 Euro heutzutage schon bessere Internals und einen besseren Motor, wie was VFC hier reinbaut. Aber ich gebe das Ganze eben nur als Neutralpunkt, denn so wie die MPX kommt und wie sie ausgelegt ist, 1 Joule, 1,1 Joule, da langt es. Das ist in Ordnung. Ihr könnt die Internals problemlos drin lassen und könnt das Ding einfach so spielen. Hier geht es mir nur eben Preis-Leistungs-Verhältnis total überholt. Also auch heutzutage bekommt man für weniger Geld eine haltbarere Gearbox, besserer Zylinderhead bekommt man, bessere Pisten bekommt man, laufruhigere Gears bekommt man. Also hier gesamtes Thema Internals, ja, für die Energie in Ordnung, aber Preis-Leistungs-Verhältnis eher durchgefallen, würde ich sagen. Hätte das Modell jetzt mehr Energie, würde ich es sogar als kritisch geben. Kleiner Punkt. Apropos kritisch geben, ich habe noch 3 Kritikpunkte. Wollen wir die auch noch durchsprechen? Okay, fangen wir an. Erster Kritikpunkt ist der Motor. 83 Millisekunden Zykluszeit bei einem vollgeknallten 12,6 Volt LiPo. Eine Ares liegt out of the box mit dem Ares EFCS-System bei 65 bis maximal 70 Millisekunden. Die MPX liegt hier bei 83 Millisekunden und wenn der Akku ein bisschen schwächer wird, fällt sie sogar auf 90 Millisekunden. Also dementsprechend der Motor leider sehr stark veraltet, hat keine Neodynmagneten, ganz normale Ferritmagneten, wenig Power. Er ist zwar sehr human, was die Ströme angeht und was den Temperaturaufbau angeht, aber ist auch von anderen Motoren auf dem Markt seit Jahren überholt. Da bekommt er bei einer Specna abends für 380 Euro oder bei diesen Begadi-Kniffen, diese Mamba-Motoren, da bekommt er überall deutlich bessere Motoren bereits out of the box. Wie hier bei einer Knifte für 700 Euro. Und auch hier muss man sagen, warum gehe ich heute so auf das Thema Motor ein? Es ist eine CQB-Knifte. Im CQB möchte ich schnell spielen, da möchte ich einen Hairtrigger haben, da möchte ich einfach auf Speed ein bisschen gehen. Weil keiner rennt in der Halle rum und zielt und das macht keiner. Da wird rauscrushed und dann werden da 3-4 Schuss hinterbölfert und fertig. Und das ist bei dem Modell leider nicht ganz so gut geeignet, weil da der Zyklus einfach relativ langsam ist. Also Motor, erster Kritikpunkt, und natürlich der nächste Kritikpunkt, kein EFCS-System drin. Als ich das Modell das erste Mal bei den Shops gesehen habe, bin ich auch davon ausgegangen, ich hätte mir vielleicht die Artikelbeschreibungen durchlesen müssen, aber ich bin einfach davon ausgegangen, 700 Euro, 730 war es noch, ist jetzt schon gefallen auf 700, bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, okay, da ist jetzt auch wieder dieses VFC, eigene EFCS-System drin, wie sie es bei der BCM zum Beispiel drin haben. Ja, nee. Sie bauen ein stinknormales MOSFET ein, ohne EFCS, keine Zyklenüberwachung drin, nix. Und dementsprechend, auch wenn ihr mal ein bisschen schneller triggert und der Akku fällt ein bisschen ab von der Spannung, dann bleibt einfach der Piston bei der Hälfte stehen. Und wenn ihr noch schwächeren Akku verwendet, dann kann euch das Ding sogar jammen, weil einfach kein EFCS-System drin ist. Und das bei 700 Euro, Leute. Also auch hier muss ich sagen, Thema EFCS nicht vorhanden, ganz normales MOSFET. Mit einem Mini-Stecker seit Jahren überholt und bekommt man auch hier bei anderen Modellen deutlich mehr für sein Geld. Wie gesagt, für 280 Euro oder bei G&G auf ab 250 Euro G&G ETU drin, Ares EFCS drin, Gate, Aster bei den Specna Arms Kniften, Begadi Core bei den ganzen Begadi Kniften drin. Und die kosten alle deutlich weniger. Also EFCS ganz großer Kritikpunkt meiner Meinung nach. So, und daraus resultiert selbstverständlich leider auch der letzte Kritikpunkt, Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hier für sein Geld bekommt, komplett durchgefallen, meiner Meinung nach. Hätte das Ding jetzt auch mit der aktuellen Wirtschaftslage, ja, Material wird teurer, Frachtkosten, Inflation, alles schön und gut, aber das haben andere Hersteller auch. Und da bekommt man trotzdem noch aktuelle Kniften für, sage ich mal, auch teurer geworden, aber da bekomme ich trotzdem Kniften noch für 400-500 Euro. Und wäre das Modell so rausgekommen, wie es jetzt da ist, dann hätte ich gesagt, okay, Inflation, Material, 550 Euro, hätte ich schon vielleicht ein bisschen geknausert, hätte ich auch schon gesagt, ja, teuer. Aber für das, was ich hier bekomme, gerade in Bezug kein EFCS, schwacher Motor und die stinknormalen Internals drin,
muss ich leider sagen, das sind 700 € leider viel zu teuer dafür. Das funktioniert nicht. Und wenn man jetzt eben hergeht und so verrückt ist wie ich und sich so ein Ding aufbaut, die MCX damals war auch schon zu dem Zeitpunkt sauteuer. Da hat sie ungefähr, was hat das Ding gekostet? 500 ungefähr. 480 bis 500. Ja, dann komplett die Internals komplett einmal aktualisiert, da unbrauchbar, kostet euch das Ding knapp 900 bis 1000 €. Also nicht 900.000, sondern 1000 €. Und hier sieht es doch genauso aus. Wollt ihr jetzt den Zyklus optimieren, wollt ihr den EFCS drin haben, wollt ihr die Gears verbessern auf dem 13.1 im Shortstroke, ja, dann könnt ihr vielleicht nochmal 150 bis 200 € reinbuttern und dann kostet euch das kleine Spaßgerät 900 €, Leute. Und dementsprechend leider dieses Modell auch wieder nur für Airsoft-Spieler geeignet mit einem sehr, sehr großen Geldbeutel. Und alle anderen schauen halt einfach blöd aus der Wäsche. Nee, das finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, schönes Modell, toll, VFC gut umgesetzt, Internals, klar VFC ausbaufähig, genauso Elektronik ausbaufähig und leider sehr, 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 sehr teuer. Gut Leute, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wollt ihr jetzt zu diesem Video noch irgendetwas ergänzen? Habt ihr euch vielleicht so eine MPX gekauft und könnt vielleicht noch was sagen? Thema Magazinkompatibilität. Flutscht euer Magazin vielleicht ein kleines bisschen besser rein oder müsst ihr auch so stark drücken? Oder habt ihr vielleicht von der Passgenauigkeit irgendwo Unterschiede zu meinem Modell jetzt? Seid so gut, verwendet das Kommentarfeld, haut ein paar Punkte rein, dann kann ich das oben anpinnen und dann haben eben weitere Zuschauer haben dann die Möglichkeit, auf mehrere Meinungen einmal zurückzugreifen und nicht nur auf meine. Ebenfalls, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann natürlich auch liebend gern einmal Kommentarfeld nutzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.